Es geht um die Suche nach dem Heiligen Gral. Ich habe das und das ausprobiert, hat mittelmäßig funktioniert. Jetzt will ich was Besseres. Was sind die Steroide, die für mich den maximalen Nutzen bringen und in welchen Dosierungsbereichen? Bei einem untrainierten Menschen mit HIV kann auch schon Resistance Training selbst gegen die Karexie wirken. Ich habe zum Beispiel einen bestimmten Kunden gehabt, es wäre, als hätte er keine Androgenrezeptoren. Ich habe vor kurzem erst selber eine Genotypisierung gemacht und habe super spannende Ergebnisse rausbekommen. So. Ein vergessenes Steroid von den 70ern und jetzt habe ich das Ding gefunden, das ist meine Erlösung. Es ist fucking spannend, weil die im Prinzip, die können nur ihre Augen bewegen oder teilweise werden die ja quasi verkabelt und müssen durch Elektroimpulse dann antworten. Darüber wird kaum gesprochen, also was passiert im Laufe der Jahre, nachdem die Leber zweimal so groß geworden ist. So Leute, willkommen zu einer ganz besonderen Folge. Fabi und ich haben uns hier wieder Unterstützung ins Boot geholt und sind auch beide heiß drauf, heute selber noch eine ganze Menge dazu zu lernen. Ihr habt im Titel schon gesehen, es geht heute mal wieder ans Eingemachte. Wir sprechen über Steroide und vor allen Dingen auch sozusagen das Wirkverhältnis unter den einzelnen Komponenten. Denn wir haben in der letzten Zeit immer viel und oft gehört, ja, es ist eigentlich egal, was du nimmst. Solange die Milligramms gleich sind, ist die Wirkung auch dementsprechend gleich. Und man nimmt dann einfach, was man am besten verträgt. Und dem wollen wir heute mal ein bisschen näher auf die Spur gehen. Aber bevor wir da jetzt richtig einsteigen, erstmal herzlich willkommen, ihr beiden. Danke, Danny. Ja, danke. Also, ich freue mich riesig auf die Runde. Ich muss ja sagen, Scott und ich haben ich glaube, 2, 3, 4 sogar Garnicus-Podcasts zusammen gemacht. Und ja, dann ist so in diesem üblichen Chaos ist dann das mal untergegangen, dann einfach nochmal einen Podcast zu planen. Und ich fand, dann habe ich euren gemeinsamen Podcast gesehen, dann dachte ich mir so, ey, eigentlich müssen wir echt mal was zusammen machen. Einfach weil das, glaube ich, echt eine coole Kombi ist. Und ich glaube, ja, die Zuschauer auf deinem Kanal haben Scott jetzt ja schon hoffentlich gesehen, wenn nicht, dann auf jeden Fall auch über die erste Podcast-Folge anschauen. Und ich finde das einen wahnsinnig spannenden Austausch und ich finde es auch immer schön, weil ich glaube, Scott, du bist so der Einzige für mich, den ich so sehe, der wirklich schon seit so langer Zeit im Game ist und trotzdem immer, ich sag's mal, mitgewachsen ist mit dem Wissen, der nie irgendwo gesagt hat, so, das habe ich vor 30 Jahren gemacht, was heute ist, fuck you, interessiert mich nicht, das ist alles so geblieben, sondern du bist einer der wenigen, der auch wirklich immer, und das hat jetzt nichts mit richtig oder falsch zu tun, was sich entwickelt hat, aber erstmal zumindest immer so, sich auch alles Aktuelle mit einem offenen Mindset anzuschauen. Deswegen finde ich es auch umso spannender, in dieses Thema heute einzusteigen. Es wäre auch eine spannendere weitere Episode, weil du schon so lange dabei bist, Scott, mal zusammenzutragen, wo du deine Meinung über die letzten Jahre überall geändert hast. Also Ja. wo du Sachen über die Jahre realisiert hast, hey, wir haben jetzt ganz andere Datenlage oder ich habe selber Erfahrung gemacht. Was hat sich alles komplett verändert? Das wäre mal ein super spannendes Thema, in alle Bereiche mal reinzugucken, um mal zu sehen, wo man am Anfang angenommen hat, das ist das Nonplusultra, das kann gar nicht anders sein. Und dann aber zu realisieren, warte mal, es gibt doch einen besseren Weg, ne? Mhm. Also interessanterweise, so wurde ich quasi erzogen in der Wissenschaft, bei meinem Studium, als ich promoviert wurde, dass die Frage ist oder die Einstellung ist, man weiß es nicht. Mhm. Ja? Das ist die Herangehensweise von der Wissenschaft, eigentlich im Voraus zu sagen, ich weiß nicht, was hier passieren wird. Also ein Null-Hypothesis sozusagen, Null-Hypothese ist eben statistischerweise, dass es wird keinen Unterschied geben, obwohl man weiß, vielleicht dass es einen Unterschied geben soll. Ja? Und meistens habe ich, inwiefern das möglich ist, mit menschlich natürlicherweise, mal versucht, so oft wie möglich neutral zu sein und mal sagen, wenn jemand etwas sagt, was irgendwie wie Blödsinn klingt, es gibt einen Grund. Vielleicht ist er ein Blöder, vielleicht ist er irre irgendwie und der hat es also geträumt und verwechselt die Wahrheit und seine Träume oder sowas. Aber es gibt einen Grund. Was ist der Grund? Ja? Und man kann niemals wissen. Also meistens das Ding heutzutage ist, eben wenn man mit einer Person da vor Ort redet, kann man nicht genau wissen, was im Kopf eigentlich abspielt. Ja, man kann danach fragen, aber Leute haben Geheimnisse. Ja, also auf jeden Fall, ich schweife ein bisschen ab. Aber ich habe mal immer versucht, es gibt Möglichkeiten, von denen ich keine Ahnung habe. Und ich versuche mal, mein Gehirn offen zu halten, die mal reinschließen zu können, zumindest. Ja, und ich glaube, das ist auch genau die Einstellung, die dich so weit gebracht hat. Und man merkt es ja auch in der Praxis. Es gibt Leute, die machen Sachen, die in der Theorie überhaupt nicht funktionieren dürften, haben aber großartige Erfolge damit. Ne? Und in dem Sinne ist es halt immer wichtig, sich da nicht direkt zu verschließen, sondern für jeden Ansatz offen zu sein und mal zu gucken,
okay, das ist jetzt zwar völliger Schwachsinn auf dem Papier, aber scheinbar scheint ja irgendwo eine Komponente da doch irgendwo zu greifen. Vielleicht kann ich da mir doch irgendwas draus ziehen, wenn ich auch nicht das komplette System übernehme. Aber irgendein wertvoller Gedankengang ist ja doch meistens dabei, ne? Ja. Ja. Ich sag oftmals, was im Fitnessstudio passiert im gleichen Universum, wie was in dem Labor passiert. Ja. Man muss nur verstehen, also die Bros, die verstehen, was im Gym passiert, und die Wissenschaftler, beide. Ich versuche mal, also Kenntnisse von beiden Bereichen zu haben und zusammenzumischen. Ja. Aber es ist kein alternatives Universum, was da also in den Fitnessstudios passiert. Es ist das Gleiche. Ja. Man muss nur entwürzeln irgendwie, entschlüsseln. Ja. Ja. Und in dem Zusammenhang würde ich jetzt gerne nochmal einen Aufruf machen, bevor wir starten, weil Scott hat sich wie beim letzten Mal schon wahnsinnige Mühe gemacht, für euch jetzt extra wieder Daten aufzubereiten, das Ganze anschaulich darzustellen. Deswegen lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like und einen Kommentar da und belohnt die ganze Mühe, die Scott sich hier extra für euch gemacht hat, dass ihr noch tiefer ins Thema einsteigen könnt. Ja. Ja. Und jetzt, Oh, bitte, Fabi. nee, ich wollte ja eigentlich nochmal offiziell das Wort übergeben, weil ich jetzt super gespannt bin, weil wie Danny eingangs schon gesagt hat, so, das ist jetzt echt so, das ist wieder, ich würde mal sagen, ich könnte das so mit dem Beispiel verbinden, es war jetzt auch lange Zeit so, jetzt ist Trainingsfrequenz wieder cool, lange Zeit wurde gesagt, Frequenz ist egal bei gleichem Wochenvolumen. Und eigentlich ist das hier genau das gleiche Thema sozusagen. Milligramm für Milligramm sind alle gleich, solange du es gut verträgst. Potenziell ja nicht. Und deswegen wollte ich jetzt einfach nur sagen, ich bin wahnsinnig gespannt. Also auch ich bin gespannt, was uns heute erwartet. Das ist jetzt, wir werden zwar ein Gespräch führen, aber ist auch wahnsinnig wichtig. Ansonsten, ich würde mal sagen, lektorieren wir hier meistens so ein bisschen den Zuhörer und versuchen Output zu geben. Aber auch, ja, heute könnt ihr uns auch mal in der lernenden und in der interessierten Rolle sehen, die auch wahnsinnig spannend sein wird. Ja. Also ich muss im Voraus zugeben, ich habe diese Rede schon mal auf Englisch gemacht bei meinem eigenen Podcast. Und deswegen habe ich mal gedacht, ich will das übersetzen, dass für diejenigen, die einfach keinen Bock drauf haben, also auf Englisch was zuzuhören, dann ja, haben wir eine Übersetzung jetzt. Ja. Für diejenigen, die im deutschsprachigen Raum sind. Und dementsprechend, ich schlage vor, wir fangen an. Wir starten einfach mal rein, genau. Genau. Und jetzt, okay, das ist es eben. Es geht um die anabole Äquivalenz von anabolen androgenen Steroiden, AHS, ich werde einfach Steroiden sagen. Und der Titel scheint ein bisschen kompliziert zu sein, ist nicht so kompliziert, also wir werden uns ein bisschen reinfuchsen, aber ich werde mal versuchen, immer zurück zur Praxis kommen, wenn auch möglich. Es ist eine pharmakogenomische, mechanistische und empirische Untersuchung. Also sehr wissenschaftlich, aber was ist eigentlich diese Frage und wieso habe ich die gestellt? Ja. Ich habe hier eine technische Formulierung, werde das einfach vorlesen. Und es gibt mehrere Varianten, die möglich sind. Die Frage ist, sind alle Steroide gleichermaßen anabol? Das heißt, sind die daraus resultierenden anabolen und antikatabolen Wirkungen, die zu Muskelwachstum, Muskelproteinsammlung, Hypertrophie und so weiter führen, in Verbindung mit Krafttraining im Wesentlichen gleichwertig für alle Steroide? Das ist eine starke Hypothese, glaube ich. Ja? Das wäre eben also 50 Milligramm Anadrol pro Tag, also 350 pro Woche. Das ist gleich wie 350 Decker die Woche. Also ein Beispiel. Und also ihr habt mal erwähnt, dass in letzter Zeit es oftmals gesagt wird, alle sind gleich. Es ist einfach, also die Gesamtdosis ist das Wichtigste, egal was du nimmst. Also bei mir, ich sehe das immer noch, als ich vor Jahrzehnten damit angefangen habe. Und es gibt immer noch Leute, die sowas tun. Ich bin mir sicher, es geht um die Suche nach dem Heiligen Gral. Ja, ich habe das und das ausprobiert, hat mittelmäßig funktioniert. Jetzt will ich was Besseres finden. Oder vielleicht gibt es ein vergessenes Steroid von den 70ern, ja, und jetzt habe ich das Ding gefunden, das ist meine Erlösung irgendwie, dass ich jetzt Profi werden kann. Und das ist eigentlich mit dieser Vereinfachung verglichen. Ja, und es gibt Gründe vielleicht, das können wir besprechen, wenn wir wollen. Es gibt verschiedene Versionen der Frage. Oftmals behaupten Leute Dinge und sie wissen nicht genau, was sie behaupten wollen. Sie sagen das einfach, alle sind gleich, aber was meint man eben damit?
ist das nur für eine Teilmenge von Steroiden. Ja, diejenigen, die am häufigsten verwendet werden, ja, aber nicht die exotischen, ja, oder diejenigen, die nur für den menschlichen Verbrauch zugelassen worden sind. Testosteron, Nandrolon, Anadrol und so weiter. Oder nur bei niedrigen Dosen, ja, oder nur bei den maximalen Dosen. Wir haben hier eine Dosis-Wirkungskurve. Sehr, sehr wichtig eigentlich, für was ich hier vorstellen möchte. Und nur in einem kurzen Zeitraum, wichtig dazu, und ich werde mich im Voraus sagen, also ich wiederhole mich mit Absicht eigentlich. Sehr, sehr wichtig, glaube ich, die gleichen Dinge wiederum wieder zu wiederholen, dass jemand das versteht. So lernt man etwas. Oder so kleben die Ideen da im Gedächtnis irgendwie. Reden wir nur von Gruppen im Durchschnitt, so wie in einer wissenschaftlichen Studie? Oder stimmt das nur für das Individuum? Ja? Oder vielleicht meint man so irgendwelche Kombination von den verschiedenen Eigenschaften dieser Frage. Das ist wichtig eigentlich zu wissen. Und für diejenigen, die zuhören, einfach mal denken, also wie hast du das persönlich verstanden, diese Frage oder diese Aussage? Was bedeutet das? Ja? Aber die robusteste Version wäre, es stimmt das auf der Ebene des Einzelnen und der Gruppe, das heißt für alle Individuen, dass alle Steroide gleich anabol sind in Bezug auf das Muskelwachstum. Ja. Das wäre sehr robust. Ja. Und das würde behaupten oder bedeuten, dass biologische Interindividualität für diese Medikamentklasse nicht vorhanden ist. Ja. Das ist eine krasse Aussage, würde ich sagen. Aber schauen wir mal. Und warum stellen wir diese Frage? Bevor wir weitermachen, gleich mal eine Frage. Im Bereich der leistungssteigernden Substanzen ist in den letzten Jahren sicherlich einiges passiert, gerade auch im Bereich von Peptiden und so weiter. Was sich die Leute aber weniger vor Augen rufen, ist, dass im Bereich der Steroide sehr lange Zeit im Prinzip eigentlich gar nichts passiert ist. Ne? Das heißt, der heilige Gral, den du gerade angesprochen hast, der sah vor 30 Jahren genauso aus wie heute. Hast du auf dem Schirm, was tatsächlich das letzte Steroid war, was sozusagen in der Neuzeit noch irgendwie entdeckt, modifiziert wurde, was heute noch im Einsatz ist? Oder wann auch der Zeitpunkt war sozusagen, ab wann es gleich geblieben ist, rein in Bezug auf die Steroide? Es hängt davon ab, wie man ein Steroid definiert eigentlich. SARMs, die sind eigentlich Steroide. Also nicht alle. Einige sind also chemikalisch sind sie Steroide. Nicht alle davon. Aber eigentlich, wenn man richtig darüber nachdenkt, Steroide sind Veränderungen von Testosteron, um die Steroide, die Chemikalien, die Substanzen so anabol wie möglich zu machen, ohne die Nebenwirkungen zu haben. Das ist genau, was SARMs sind. Sie haben einfach einen anderen Namen verwendet, um das irgendwie besser zu werben, würde ich sagen. Also ich glaube, die Frage oder die Antwort wäre, also SARMs haben es gibt, ich weiß nicht, was der heutige Zustand in Bezug auf Forschung für SARMs ist. Ich glaube, aber das haben sie im letzten Jahrzehnt gemacht. Klar, aber ich meinte jetzt eher neue Steroide, weiß ich nicht. Ja, genau, eher die klassischen, weil wie gesagt, SARMs ist jetzt auf dem Papier erstmal schön und gut, aber in der praktischen Anwendung dann halt doch bei weitem nicht auf dem Level, wie es jetzt ein Testosteron, ein Nandrolon oder jetzt auch ein DHT-Derivat wäre, so wie jetzt Masteron oder so. Von dem her, in diesem Bereich sind wir schon ziemlich lange auf dem gleichen Stand, richtig? Mhm. Ich glaube schon. Ja, ich würde so sagen. Ja, stimmt so. Ich würde dazu auch mal sagen, also ich würde auch mal sagen, da können wir vielleicht später noch mal getrennt eingehen, das sprengen wahrscheinlich das heutige Thema. Aber ich hatte es auch mit Michael Kühn davon, gerade wenn man sich die Modifikationen anschaut, die dann an einem Drostanolol oder einem Primobolan vorgenommen wurden, die Modifikationen, um die gewünschte Wirkweise zu erreichen. Wenn man sich das mal anschaut, was da eigentlich gemacht wurde und was da mit diesen Steroiden erreicht wurde, dann sind die zwar ewig auf dem Markt, aber haben auch wirklich sehr gut das erreicht, was man wollte sozusagen. Man muss ja auch sagen, ich glaube wahrscheinlich, das kannst du wahrscheinlich noch besser einordnen, Scott, ist auch der Grund, warum diese Steroidforschung dann eingestellt wurde, ja oftmals auch einfach, dass bei whatever, sei es Karexie, Muskelschwund, seien es sonstige Erkrankungen, dass teilweise eben auch einfach effizientere Medikamente für den jeweiligen Zweck gefunden wurden und man das dementsprechend verworfen hat und das sozusagen unser Überbleibsel ist so ein Stück weit. Mhm. Ja. Ja, es gibt eigentlich Steroide, also Patrick Arnold wäre jemand, der oftmals darüber gesprochen hat. Der hat
Der hat Androstenedion, also zum ersten Mal zum Markt gebracht, glaube ich. Mhm. Und der hat richtig nachgeforscht. Es gibt mehrere Steroide, die einfach in den Raten zumindest eine ganz große Toxizität hatten, dass sie überhaupt nicht mit Menschen ausprobiert. Also wäre Blödsinn, einfach das zu tun. Es gibt mehrere Steroide, von denen wir nicht wissen, weil niemand hat sie mal verwendet. Oder vielleicht Patrick oder jemand, der sowas gefunden hat. Aber die sind nicht verfügbar eigentlich. Man kann sie nicht kaufen. Also vielleicht bei Stigma, so bei einer Chemikalienfirma. Aber ja, also es gibt nur bestimmte Stellen am Molekül, wo diese Veränderungen eingesetzt worden sind, um bestimmte Wirkung zu haben. Und sie sind begrenzt. Es gibt nur eine begrenzte Nummer von solchen Veränderungen, die möglich sind. Ja. Okay. Aber ich wollte mal sagen, also die Frage ist relativ neu in der Bodybuilding-Welt, würde ich sagen. Und es gibt eine Studie, geh mal zurück hier, da oben, Moment, wo ist meine Maus? Oh, da ist es, gut. Diese Studie hier, Boris, werden wir durchgehen. Oftmals vorgestellt als Beweis dafür, dass alle Steroide gleich sind. Ich habe eine andere Meinung dazu. Ich habe die Studie anderes interpretiert. Aber wir haben da in Old School, in der alten Schule sozusagen, in den Schützengraben, diese Bro-Science-Ideen. Also ich zitiere Dan Duchesne, glaube ich, if you can't grow on Deca and D-Ball, you can't grow on anything. Das heißt, es ist egal, wenn die nicht wirken, dann also einfach aufgeben. Es gibt auch jahrzehntelange Erfahrungen von verschiedenen Bodybuildern, die dazu geführt haben, dass es mehrere unterschiedliche Meinungen gibt und auch mehrere Ansätze, interessanterweise. Ja, also so genau wie Training, das hast du vorher erwähnt, Fabi. Ja? Es gibt so viele verschiedene Trainingsansätze, die erfolgreich sein können. Und auch, also anekdotisch, ist das der Fall mit Steroiden. Wir wissen auch, dass die Wirkungen mit Mechanismen unterscheiden sich. Bill Roberts, kennt ihr ihn? Der ist nicht besonders aktiv. Ja, du kennst ihn schon. Der hat Klasse 1 und Klasse 2 gesagt, also orale versus injizierbare Steroide. Und er hat mal gesagt, also nimm mal ein Steroid von der Klasse 1 und ein Steroid von Klasse 2. Ja, sehr einfach. Es ist schon lange gewesen, dass wir diese Ideen hatten. Stacking, und darüber werden wir auch reden, wenn wir die Zeit finden, von Medikamenten schafft diese Synergie. Also es ist die Idee, ja, dass 500 Milligramm von 2 Steroiden besser als nur 1000 von dem einen Steroid. Indem man die Nebenwirkungen vermeiden kann mit niedrigeren Dosen von jedem Steroid. Wir haben dann eine Synergie. Und wir haben verschiedene Sprüche. Test ist best. Test ist am besten. Trenbolone ist das Stärkste. Immer Test als Basis. Man muss Tester drin haben. Einige behaupten das. Man kann also Östrogen mit Primo oder Masteron steuern. Man hat Primär- und dann Sekundärsteroide. Orale Steroide benutzt man nur nebenbei oder fast niemals. Andere Leute lieben orale Steroide irgendwie. Ja? Das heißt also, viele Leute finden, dass es geht um Trial and Error. Ja? Man muss sein eigenes Versuchskaninchen sein, sozusagen. Und ist eigentlich diese Frage eine Reaktion, eine Lösung, eine Vereinfachung auf die ständige Suche nach dem besten Steroid? Das habe ich mir gedacht. Es ist sehr klärend, es ist sehr tröstlich für jemanden, der sagt, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Es gibt so einen Haufen Informationen, es ist überwältigend. Was mache ich damit? Wenn jemand sagt, na, ist egal. Einfach von dieser Auswahl Steroide wählen und dann, die sind alle gleich. Meistens, es gibt ein paar Regeln. Ich habe das sehr vereinfacht für dich. Und dann schon Schluss damit. Und das kann ich jemandem verkaufen, vielleicht. Zum Beispiel. Das ist vielleicht ein Grund für diese Frage. Aber vielleicht spielen die viele andere Faktoren eine wichtigere Rolle. Das ist Sache wie Hose. Ja?
andere Dinge, wie viel man isst, wie viel man schläft und so weiter. Und auch, und das hast du vorher auch erwähnt, vielleicht ist es einfach eine Sache, dass im Laufe der Zeit, wenn man lang genug dabei gewesen ist und viele Varianten von Stacks und jede Steroid ausprobiert hat, dass es um die Gesamtdosis geht. Und das also im Großen und Ganzen, wenn man dann den Wald vor lauter Bäume anschaut, Gesamtdosis, das ist es. Also es gibt kein Geheimnis sozusagen, dass sie sind alle gleich. So könnte man auch das behaupten. Und ich finde, diese Vereinfachung ist vielleicht auch, also diese Vereinfachung ist vielleicht auch ein wichtiger Gedanke, den sich auch lohnt, nochmal so aufzugreifen, auch für alle, weil diese Vereinfachung hat schon einen Grund. Ich bin der Meinung und wahrscheinlich spreche ich auch für Danny mit, sonst kann er mir gleich widersprechen. Wir sind zum Beispiel beide schon der Meinung, dass eine höhere Trainingsfrequenz sinnvoller ist. Gleichzeitig muss man ja sagen, je höher meine Trainingsfrequenz ist, umso akkurater muss ich mein Volumen und meine Recovery-Variable managen. Das heißt, wenn ich nicht das große Wissen habe, ist es vielleicht für mich einfacher, mit einer niedrigeren Frequenz zu fahren, weil ich eine höhere Fehlertoleranz habe. Und so entstehen ja auch manchmal Empfehlungen, die Leute eben erlauben, on average gute Ergebnisse zu bekommen. Wo ich vielleicht einen komplexeren Approach mit mehr Knowledge brauche, wenn ich das Optimum rausholen möchte, aber eben eine Empfehlung kursieren lasse, sozusagen, die erstmal on average für jeden ganz okay funktioniert. Genau, weil zwischen 80-20 und 110% sind halt immer noch Welten. Ne? Ja. Ja, also es gibt so ein Spektrum. Es gibt diejenigen, die auf jede Detail also aufpassen wollen. So sind sie irgendwie eingestellt. Das ist ihre Einstellung, das ist ihre Persönlichkeit, wie auch immer. Und es gibt diejenigen, sie machen das so nebenbei und sie wollen nicht wissen, wie das Ganze funktioniert. Also sag mir, was ich machen soll. Ja? Und sie können nicht autoregulieren zum Beispiel. Ja, und ich habe das also da am Ende gerade genau das gesagt. Ja, im Laufe der Zeit ist es eigentlich wurscht. Nee. Okay. Ist es wahrscheinlich, dass alle Steroide auf 1 Milligramm pro Milligramm Basis gleich anabol sind? Die Wirkungen von Steroiden hängen von der Pharmakokinetik, wie der Körper das Medikament verstoffwechselt. Wir haben Leberstoffwechsel zum Beispiel und Pharmakodynamik, die das Medikament den Körper beeinflusst. Ja, was es dem Körper antut, sozusagen. Und wir haben auch anabole und antikatabole minus katabole Wirkungen, zum Beispiel von Toxizität. Und Pharmakogenomik ist diese Untersuchung des genetischen Beitrags zu variablen Wirkungen von Medikamenten. Das heißt, obwohl wir alle Menschen sind, wir haben verschiedene Polymorphismen, Varianten von bestimmten Genen, die bedingen, dass wir nicht alle Medikamente, alle Substanzen gleich verstoffwechseln können. Ja, so ist es. Wir haben auch kombinatorische Pharmakogenomik. Kombination der Gene kann die Variabilität der Arzneimittel besser erklären. Und es wird sehr, sehr kompliziert. Ich habe ein paar Beispiele hier: Tamoxifen, Nolvadex, Entzündungshemmer. Hier sehen wir nach rechts da. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen schwierig zu sehen, besonders wenn man im Handy anschaut. Aber da sind, also hier drin in der Mitte, ist Tamoxifen. Und hier sind die verschiedenen Enzymen, die Tamoxifen verstoffwechseln können, Richtung verschiedene Metaboliten. Wahnsinnig kompliziert. Zum Beispiel bei diesem Enzym gibt es mehr als 100 Polymorphismen. Ja? Nur bei dem einen Enzym. Und schau mal, wie viele da es gibt. Als Beispiel. Und also viele Leute haben eigentlich Tamoxifen benutzt, nehme ich an. Ja. Tamoxifen, Entschuldigung, dass ich da. Tamoxifen, interessanterweise, habe ich nicht gewusst vor ein paar Jahren, das ist ein Ding, was ich neu gelernt habe, ist eine Studie da, Lum et al. 97. Wir haben das schon lange gewusst. Bei einigen, ich glaube, sie haben 20 Milligramm Nolvadex zu sich genommen, kann Nolvadex den Östrogenspiegel erhöhen, nach höher gehen, nach oben. Ja, in ältere oder auch jüngere Frauen, interessanterweise. Das ist ein krasses Beispiel, würde ich sagen.
Hier sehen wir, Entschuldigung wieder, dass ich da rüber geschrieben habe, aber es gibt auch Individualität in Bezug auf COX-1 und COX-2 Aktivität, zwei Enzyme, die verstoffwechseln, Entzündungshemmer, NSAIDs insbesondere, sehr, sehr, sehr kompliziert. Wir haben sowas, wir haben das nicht so tief untersucht in Bezug auf Steroide, aber ich gehe davon aus, dass wir zumindest annähernd eine ähnliche Komplexität haben. Das heißt, angesichts der Menge der vermittelten Faktoren würde man echt erwarten, dass alle Steroide eine gleichwertige gesamte anabole Wirkung ausüben würden. Ja? Vielleicht, aber meinen wir das im Durchschnitt einer Population, alle Effekte summieren sich am Ende gleich oder für alle Individuen, trotz großer genetischer Vielfalt. Ja? Okay. Es gibt mehr dazu. Wir haben normalerweise eine Normalverteilung, eine gaußsche Kurve. Das ist einfach eine biologische Eigenschaft. Ja? Wir haben Individualität als Eigenschaft von fast allem in der Biologie und auch Ausreißer. Wichtig hier ist es eben, oftmals insbesondere in der Bodybuilding-Branche, hören wir den Ausreißern zu, am meisten, weil die am besten ausschauen. Diese die Responder sozusagen. Ja? Und sie können in einigen Fällen alles machen, was sie wollen. Ja? Und das kann gefährlich sein, weil sie sind nicht repräsentativ von dem Durchschnitt in vielen Fällen. Was ich dich dazu gerne fragen würde, mal zwischendurch, auch auf deiner Basis, weil ich weiß, dafür ist ja auch zum Beispiel John Meadows auch so ein tolles Beispiel gewesen. Würdest du sagen, dass du jetzt nicht ich meine, du bist ja auch mit einem grundlegenden Forschungsinteresse irgendwo ausgestattet, aber würdest du sagen, deine Bodybuilding-Reise, also die letzten Jahrzehnte, war auch immer davon getrieben, dass, ich sag mal, dass du bei dir mehr optimieren musstest, sozusagen, weil du keine Geschenke hattest? Hat dich das auch angetrieben oder war es dein reiner Wissenstrieb, der das Ganze vorangebracht hat? Eine Mischung von beides, würde ich sagen. Ja. Mhm. Also ich persönlich sehe das als ein Geschenk. Ja. Im Laufe der Zeit habe ich mehrere Menschen kennengelernt, die also Ausnahmetalente waren als Athleten. Also nicht nur Bodybuilding, sondern in anderen Sportarten. Und also oftmals merke ich es nicht immer der Fall, aber ihnen fehlt es irgendwas, so irgendwie, indem sie niemals diese Herausforderungen hatten. Ja? Und wenn man irgendwie doch etwas hat, was man nicht haben kann, dann bekommt man dadurch ein Geschenk, indem man jetzt einen Weg vor sich hat, um danach zu streben. Mhm. Und ich finde das ein wunderschönes Ding. Also wenn das so leicht für mich wäre, das habe ich auch oftmals gesehen. Es gibt Menschen, sie finden keinen Wert da drin in Bodybuilding, weil es so einfach ist. Es ist so Mhm. leicht für sie, das zu tun. Ja? Wir haben diese Ausnahmetalente wie Ron Coleman. Also der hat eine wunderschöne Genetik gehabt. Ja, und dann, also nachdem er also Chad Nichols kennengelernt hat, also die Luft nach oben wurde geringer. Ja, und also war er richtig rigorös mit seinem Training und Essen und so weiter hat Liebe für den Sport gehabt und die richtige Genetik und die Zusammenmischung ist also ideal, würde ich sagen. Aber John auch. John hat eine gute Genetik gehabt, glaube ich. Ja, der war sehr schnell als Kind. Der war Sprinter. Mhm. Das spricht dafür, dass vielleicht in Bezug auf Muskelfasern, der viel Typ 2 hatte, was weiß ich, das findet man oft unter den besten Bodybuildern. Ich kenne viele Beispiele von mir jetzt von Leuten, die sie waren schnell, sie waren muskulös, also nicht etwas Außerordentliches, aber sie haben eine richtige Genetik gehabt. hatte eine gute Genetik. Also hatte die Genetik von Phil Heath? Glaube ich nicht. Nein, offensichtlich nicht. Ja. Ja, Und das, aber das ist ja das Wichtige, dass es da auch so viele Abstufungen gibt, ne?
Man spricht halt immer von guter und von schlechter Genetik. Und ich würde auch sagen, jetzt auch beim Beispiel John Meadows, es war halt einfach es war keine Elite-Genetik, aber es war ein Mensch mit dem Anspruch, sich mit der Elite zu messen. Jemand, der jetzt vielleicht Mhm. nur den Anspruch gehabt hätte, ein guter Amateur-Bodybuilder zu sein, der würde da wahrscheinlich noch viel mehr draus machen. Aber ich möchte das Thema auch gar nicht zu viel seitwärts bringen. Ich gebe dir mal wieder das Wort hier Ja. für den weiteren Verlauf. Nee, ist kein Problem. Also ich rede hier jetzt über diese Unterschiede eigentlich, die den großen Unterschied ausmachen können. Ähm, zum Beispiel, ähm, also Pharmakokinetik, wir haben eine andere Pharmakokinetik für injizierbare Steroide versus die orale Steroide. Welche Metaboliten werden produziert? Das hängt von der Genetik ab. Ja? Intrinsische Toxizität. Ich habe zum Beispiel einen bestimmten Kunden gehabt und es wäre, als hätte er keine Androgenrezeptoren. Also sie war nicht da. Er hat eine Sensitivität dazu gehabt, aber hat niemals irgendwelche Zeichen von Toxizität gehabt. Auch. Sein Leber war riesig. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber hatte die richtige Genetik, Nebenwirkungen zu vermeiden und auch Wirkungen zu vermeiden, leider. Gleichzeitig, ja. Bindung an SCBG und Albumin ist auch genetisch bedingt. Es gibt Polyphorismen da, 5-Alpha-Reduktase, Polyphorismen. Aromatisierung gibt es auch Unterschiede. Körperfettanteil ist auch wichtig dazu. Ja. Du willst mehr als einen Plan, den auch schon 3 Kumpels von dir haben. In meinem Coaching-Ansatz geht es nicht nur rein um Makros und den Trainingssplit. Ganz im Gegenteil, hier soll es um echte Optimierung gehen. Schlafqualität, Biomarker und Blutwerte. Aber auch Bereiche wie die Biomechanik im Training und Routinen. Jeder Bereich wird hinterfragt, durchdacht und präzise genau auf dich abgestimmt. Ich zeige dir nicht nur, was funktioniert, sondern vor allen Dingen auch, warum. Viel, viel wichtiger. Wenn du bereit bist, Verantwortung zu übernehmen und wirklich alles aus dir rauszuholen, dann schreib mir direkt eine Nachricht, damit wir deine Grenzen sprengen können. Wie schon gesagt, diese Leberenzyme. Es gibt eine Studie mit PDE 7, also das ist Phosphodiesterase 7b. Es gibt zumindest 2 Varianten da. Und wenn man das Richtige hat, kriegt man ungefähr 60% mehr, also Area under the Curve, Flecke unter der Kurve, in Bezug auf Testosteron nach 200 Milligramm Testosteron-Typenat, glaube ich. Nur wegen dieses Enzyms, wenn man das Richtige hat. Ja? 60% mehr. Das heißt, für deinen Kumpel ist 200 und für dich ist es 320. So zu sagen. Scott, ich könnte mir vorstellen, du hast sicherlich schon mal eine Genotypisierung durchführen lassen bei dir selber, oder? Habe ich nicht. Also ich habe Okay. My Family Tree DNA gemacht, aber Ja. diese Dinge kenne ich mich nicht aus. Also das könnte ich vielleicht machen. Sie haben meine Probe. Ja. Ja, du brauchst ja nur den Datensatz mit den RAW-Daten sozusagen und kannst dich dann halt durchforsten. Weil es wäre ja schon interessant. Ich hätte erwartet, Prometheus. genau, dass jemand wie du jetzt da schon tiefer reingeschaut hat, weil ich habe vor kurzem erst selber eine Genotypisierung gemacht und habe super spannende Ergebnisse rausbekommen so. Und deshalb hat es mich mal interessiert, ob du da schon weiter nachgeforscht hattest. Das ist eine gute Idee. Also meine Karriere ist zu Ende, aber das wäre sowieso interessant, glaube ich. Ja. Es erklärt Das ist eine vielleicht auch gute ein paar Sachen, ein paar Erkenntnisse, ne? Irgendwie, Ja. wo du schon Thesen oder Theorien hattest, die du dann jetzt vielleicht Ja. noch belegen kannst. So. Ja, Ja, oder vielleicht eine Ausrede, weil ich keine wäre Profikarte doch habe. besser. Jetzt weiß ich warum. Und Glucuronidierung auch, also diese Abschaffung von Steroiden ist auch eine Sache, die unterschiedlich sein kann. Ja. 5-Alpha-Reduktase-Polyphorismen, diese Varianten, wie ich schon gesagt habe, Pharmakodynamik kann auch unterschiedlich sein unter den Steroiden. Wir haben mehrere Rezeptoren, Androgen, Glucocorticoid, Mineralcorticoid, Progesteron, Östrogen und so weiter. Die verschiedenen Steroiden, für diejenigen, ihr wisst das schon, aber für diejenigen, die es nicht wissen, die können auch an diesen anderen Rezeptoren andocken, was einen Unterschied ausmachen kann. Ja. Es gibt Androgenrezeptor-Isoformen, mehrere davon. Es gibt 2 Segmente, eins insbesondere, wo je mehr Glutamin, Aminosäuren da gibt,
desto, ich vergesse jetzt, in welche Richtung das geht eben. Ich glaube, weniger heißt, dass die Affinität gesteigert ist in Bezug auf Testosteron und dem Androgenrezeptor. Sehr interessant. Ja, das macht viel aus eigentlich oder kann viel ausmachen. Und dann werden wir dementsprechend Unterschiede in Bezug auf Wasseranlagerung, Darmappetit, neuropsychologische Trainingseffekte auch. Ja, wie viel Bock man hat, wie viel Wut man hat zum Beispiel, was man ins Training reinlegen kann. Placebo-Effekte. Es gibt so ungefähr 30 Polyphonismen, Dinge meistens, die im Gehirn passieren, die dafür sorgen, dass jemand anfälliger für einen Placebo-Effekt sein könnte. Interessanterweise. Ja. Und dann haben wir also insgesamt diese Interaktion zwischen der Umwelt und der Genetik. Ja. Wie bist du aufgewachsen? Wann hast du mit Training angefangen und so weiter? Aber die Dinge hier in Bezug auf Steroide können zur Variabilität führen. Ja. Nutzungsverlauf, aktueller und früherer Trainingsstatus. Bei Nutzungsverlauf meine ich, sag mal, dass man also 3 Kur gemacht hatte und dann mal also 30 Kilo mehr wiegt. Und dann will man herausfinden, okay, funktioniert dieses Steroid besser als jenes? Es ist eine andere Frage bei diesem Zustand, nachdem man schon so viel gewachsen ist, als wenn man Anfänger wäre. Was ganz anderes. Trainingsstatus macht etwas auch. Also wir haben dieses Gesetz des abnehmenden Erfolgs. Wenn man schon fortgeschritten ist, würde man nicht erwarten, zum Beispiel, dass man einen riesen Sprung machen würde, nachdem man zum ersten Mal stofft. Und vielleicht könnten wir das besprechen, das ist schon offensichtlich im Publikum. Patrick Teutsch war für mich sehr, sehr interessant nachzufolgen, was mit ihm passiert ist. Ja? Und jetzt ist er in Ruhestand, so viel ich weiß. Ja? Für ihn, also ich rede nur von dem, was ich in seinen Videos gesehen habe. Ich gehe davon aus, ich kenne die Details nicht, aber der hatte krasse Nebenwirkungen gehabt. Irgendwie. Oder etwas, Toxizität weiß ich nicht genau, etwas, was ihm, das ist eine reife Entscheidung, glaube ich. Wobei er sagte, ja, ich mache das nicht weiter. Ja? Aber es gibt andere Leute, sie hätten vielleicht eine andere Entscheidung getroffen oder sie hätten auch vielleicht diese Nebenwirkungen oder diese Wirkung gehabt, die zu dieser Entscheidung geführt hätten. War sehr interessant zu sehen. Und er wird sagen, dass von seinem Erfolg, man könnte davon ausgehen, dass er eine gute Genetik hat. Zumindest eine mittelmäßig gute Genetik hat. Um Muskulatur aufzubauen, sicherlich, ne? Aber da wird halt wieder ganz klar deutlich, in dem Bereich ist es halt auch nochmal wichtig, auch gerade auf den ganzen Punkten, die du ja angesprochen hast, selbst wenn das Steroid auf dem Papier die gleiche Wirkung hätte, ist der Effekt, den es im Körper hervorruft, bei Person A und bei Person B, nicht gleich. Durch zum Beispiel diese ganzen Enzyme, die es dann halt sozusagen in schwächere Metaboliten umwandeln, an welche Rezeptoren es dockt, wie schnell es abgebaut wird und so weiter. Das ändert sich ja schon. Und deswegen ist es schön und gut, auf dem Papier, selbst wenn wir zu dem Entschluss kommen, es sollte die gleiche Wirkung sein, dann ist die Verstoffwechslung im Körper und das, was dein Körper letztendlich daraus macht und wie du zum Beispiel auch mit Nebenwirkungen darauf reagierst, da gibt es ja auch verschiedene genetische Ausprägungen. Ich denke, es gibt sicherlich einige Anwender, die eine mittelmäßige Genetik für den Muskelaufbau haben, aber eine sehr hohe Toleranz gegenüber Nebenwirkungen, die deswegen sehr weit gekommen sind, weil sie einfach sozusagen dort bulletproof waren und dann über Zeit halt einfach sozusagen die größte Standfestigkeit aufweisen konnten. Ne? Ja, Und ja, also ich denke auch, alleine schon das, also wenn wir uns mal die ganzen Co-Faktoren anschauen, die du uns hier aufgeschrieben hast, wenn wir wissen, ein Steroid kann bei einer Person die Nebenwirkung XY hervorrufen, bei der anderen die gleiche Nebenwirkung 3-mal so stark, bei der anderen Person diese Nebenwirkung gar nicht. Dann finde ich es allein schon auf der Basis wird es ja sehr schwer zu argumentieren, ja, aber die Wirkung, die ist exakt gleich. Die Nebenwirkung ist unterschiedlich, die Ausprägung und das Vorhandensein der Nebenwirkung ist unterschiedlich, die Genetik ist unterschiedlich, aber die Wirkung, die ist immer exakt gleich. Das ist ja wirklich mal
die spannende Frage, und das ist auch so, mir ist da noch so ein witziges Saying eingefallen, ich weiß nicht, ob euch das auch schon begegnet ist, dass halt auch oftmals gesagt wurde, die besten Bodybuilder auf dem Mr. Olympia wären auch natural die besten Bodybuilder. Und das glaube ich so pauschal nicht. Das glaube ich so pauschal definitiv nicht. Mhm. Ja, ja, also sie würden sowieso, glaube gute Bodybuilder sein, Ja, aber die besten weiß ich nicht. Ja, ja, und mit ja, Patrick Deutsch haben wir so eine Einzelstudie zu diesem Zweck, ja. ja. Man würde denken, aber also seine Struktur ist nicht perfekt. Das wäre etwas, was ihn zurückhalten könnte, aber schon, da hast du recht, glaube ich. Ja, es gibt andere Faktoren, wie ich schon gesagt habe, Muskelgedächtnis spielt auch eine Rolle, je nachdem, wie lange man dabei gewesen ist. Es gibt auch Runterregulierung von Sensitivität. Wir haben dieses Gesetz des abnehmenden Erfolgs. Das könnte auch unterschiedlich sein. Und auch, es gibt, und ich habe das in meinem eigenen Podcast vor 2 Monaten, glaube ich, besprochen, in einer anderen Rede, Hochregulierung von Beiseiterungsenzymen. Es könnte mal sein, dass die Hauptwertseite vielleicht sich verändern könnten, weil die Leber besser geworden ist, die Steroide, die Metaboliten zu beseitigen. Darüber wird kaum gesprochen. Man sagt, wir wissen, da ist die Hauptwertzeit und die kommen von Studien, wo sie nur einmal was reingespritzt haben und dann merken sie, was passiert. Also was passiert im Laufe der Jahre, nachdem die Leber zweimal so groß geworden ist, sag mal, und sich daran angepasst hatte. Das ist auch eine spannende Frage. Kann die Wirkung verändern. Okay, jetzt ich widme diese Folie an den lieben Michael Kühn. Der hat mich erwähnt, ja, und auch an dich, Fabi. Der hat mich erwähnt, also meine Rede auf Englisch erwähnt in einem Podcast mit Max Matzen, hat dieses Thema angesprochen. Dass es wichtig ist zu wissen, dass die Molarmasse, also das Gewicht eines Mols einer Substanz, unterschiedlich sein kann unter den Steroiden. Das heißt, es könnte bei einem Milligramm, je nach der Molarmasse, wird die Anzahl der Moleküle anders sein, je nach dem Steroid. Das mag so ungefähr einen Unterschied von 10-15% aus. Was vielleicht merkwürdig sein könnte, je nach der Dosis-Wirkungskurve, wie steif die ist. Ja? Auch wichtig dazu, und der Max hat das auch erwähnt, die estifizierte injizierbare Steroide bestehen aus AS und einer Fettsäure daran verbunden. Und das könnte bis auf einen Unterschied von 40% ausmachen, je nach der Länge der Fettsäure. Auch wichtig zu wissen. Das heißt, wenn du 1 Milligramm von einem Steroid hast ohne Fettsäure und mal vergleichen willst, wie viele Moleküle habe ich in diesem Milligramm von einem Steroid mit der Fettsäure daran verbunden, könnte es einen ganz großen Unterschied machen. Auch dazu werde ich jetzt mal einfach erwähnen, ist der Grund für diese Fettsäure ist, die Hauptwertzeit zu verlängern. Es hilft mit Lösbarkeit in Fetten zum Beispiel, dass die Steroide länger da bleiben, wo sie injiziert worden waren. Und das hat auch eine Wirkung. Aber zuerst mal das. Hier habe ich einige Daten, hoffentlich könnt ihr das sehen, zusammengestellt. Ich habe Nandrolon ohne Ester genommen, also zum Vergleich, weil Nandrolon die niedrigste Molarmasse hat. Das heißt, bei einem Milligramm Nandrolon, niemand würde Nandrolon ohne Ester benutzen, soviel ich weiß. Das könnte man kaufen von Sigma oder sowas. Aber bei einem Milligramm von Nandrolon kriegt man die meisten Moleküle. Ja? Bei Testosteron ist es ein bisschen weniger, 95%. Ungefähr 96% bei Boldenon. Ja? Und wenn wir Nandrolon mit diesen 3 oralen Steroiden, also Primo kann man auch injizieren, geht es runter. Man kriegt also nur 83% so viele Moleküle, wenn man 1 Milligramm von Anavar hat, zum Beispiel. Ja? Macht was aus.
Aber hier sehen wir, in diesem Bereich haben wir Testosteron. Und ich habe mehrere Ester hier gerechnet. Und wir sehen, je länger des Esters, desto weniger Testosteron haben wir drin. Bis auf, dass nur 60% des Moleküls aus Testosteron besteht. Das macht einen Unterschied. Ja? Das wäre Testosteron-Undecanoat. Die Hauptwertzeit ist 4 Wochen oder sowas. Ja? Und sag mal, jemand will mal ausprobieren, okay, was funktioniert am besten zwischen Propionat oder, das ist auch eine Frage. Ich habe oftmals gesehen, dass jemand bevorzugt irgendwelches Ester. Wenn man Propionat, sag mal, mit Undecanoat vergleichen möchte, und sag mal, dass nur zum Beispiel, dass diese Person ein bisschen blöd ist, sagt, ja, ich will mal nur einmal die Woche injizieren. Ja, ich weiß nicht genau, dass es einen Unterschied zwischen Propionat gibt, Hauptwertzeit von 2-3 Tagen, was weiß ich, keine Ahnung, was es für mich eigentlich wäre. Aber ich injiziere, sag mal, 200 Milligramm Propionat die Woche, einmal Montag und mache das Gleiche mit Undecanoate. Ja? Hier kriegt man mehr Steroid wegen des Esters, aber hier ist die Halbwertzeit viel günstiger. Ja? Dann würde man einen stabilen Blutspiegel haben, was im Laufe der Zeit eigentlich steigern würde, wobei mit Propionat würde man eine Spitze haben, 2-3 Tage nachdem und für die zweite Hälfte der Woche nur wenig Testosteron dabei haben. Das wäre ein unfairer Vergleich, würde ich sagen. Aber solche Dinge spielen auch eine Rolle, wenn man diesen Vergleich oder diese Aussage machen will, dass alle gleich sind. Ester macht einen Unterschied. Es gibt mehr dazu in Bezug auf Ester. Aber das ist wichtig zu wissen. Und danke, Fabi, dass du das erwähnt hattest, dass ich das erwähnen könnte. Also Ja? ich finde, es ist unglaublich spannend. Man muss ja auch mal sagen, da kommen ja auch noch ganz andere Dynamiken da rein. Weil es ist ja auch bei einigen Bodybuildern immer noch üblich, zum Beispiel während der Diät auf kurze Ester zu wechseln. Und wenn du jetzt, ich glaube, gerade in den USA ist es ja auch üblicher, ein Cypionat zu benutzen als ein Innertat. Hier ist es ja quasi Europa, ist ja sehr innertatlastig. Ich glaube, USA ist auch recht viel auf Cypionat unterwegs, wenn ich das immer richtig sehe. Und wenn ich jetzt in der Diät von whatever 500 Milligramm Testosteron Cypionat auf 500 Milligramm Testosteron Propionat wechsle, dann erhöhe ich ja schon noch nennenswert die Wirkstoffmenge. Also Mhm. ich habe ja diesen Sprung Genau. da drin und das kann ja auch zum Ja. Beispiel interessante andere Faktoren haben. Es kann ja auch zum Beispiel sein, ich sage, ich stelle die Behauptung auf, das ist ein Thema für einen anderen Tag, ich halte mit kurzen Estern weniger Wasser. Das ist ja so ein bisschen so eine alte Argumentation. Und jetzt habe ich aber auf einmal mehr Testosteron bei der gleichen Milligrammmenge und konvertiere vielleicht auch mehr zu Östrogen und halte vielleicht am Ende mehr Wasser. Also es kommen ja wahnsinnig interessante Dynamiken aus solchen Überlegungen raus. Mhm. Ja. Und wie viel Körperfett du hast zum Beispiel und was im Allgemeinen deine genetische Aromatisierung ist, könnte auch eine Rolle spielen. Ja, ja. Das ist das Ding. Also wenn man in der Prep ist und man fängt dann in den letzten 6 Wochen, sag mal, Propionat zu verwenden und man diesen Umstand mit dem Umstand in der Off-Season, wo man Cypionat benutzt, wo man mehr Körperfett hat. Also mit weniger Körperfett hat man weniger Aromatisierung. Deswegen findet man vielleicht, ja, es gibt keine Wasseranlagerung von Propionat, weil du weniger Körperfett hast, weil du in der Prep bist. Mhm. Also, und wir wussten das nicht. Also, das ist die Pharmakokinetik, was anders ist. Und auch Pharmakodynamik sozusagen, aber es ist Pharmakokinetik von dem Ester in sich. Ja, sehr interessant. Okay, machen wir weiter. Okay, jetzt ist meine Zusammenfassung. Also, es wird so wie ein Film hier vorspielen. Wir haben das meistens besprochen. Ich habe das alles hier in dieser Folie zusammengeführt. Wir haben Pharmakokinetik, ja, Area under the Curve, Hauptwertzeit, Stoffwechsel, Pharmakodynamik, diese nicht androgene Wirkungen. Und wir haben da im Zentrum sozusagen, da unten Anabolismus. Ja. Und die Faktoren, die variieren nach Drogen und nach der Einzelperson. Ja. Wie lange ist man auf der Kurs, würde ich sagen? Wie lange ist man schon dabei gewesen? Ja? Benutzt man orale oder injizierbare Steroide? Das hat eine Wirkung auf Pharmakokinetik. Ja? Also
die injizierbaren Steroide haben andere Halbwertszeit, andere Pharmakokinetik, je nach der Esterlänge, je nachdem, wo sie injiziert werden, zum Beispiel Schulter oder Gluteus, und auch je nach dem Volumen, was injiziert worden ist. Ja, es gibt auch eine schöne Studie dazu, dass wenn man das Gleiche in den Schulter injizieren würde, ist die Pharmakokinetik anders, als wenn man genau das in den Gluteus einspritzen würde. Was anderes. Auch wichtig. Wir haben Leberstress dazu, Glucuronidierung, dieses PDE-Enzym, was ich vorher erwähnt habe, Aromatisierung wirkt auf diese non-androgenen Wirkungen, Östrogen, das hat eine Rolle. Wir haben das gerade besprochen, Wassereinlagerung, anabole Eigenschaften. Es ist vielleicht besser, ein bisschen mehr Wasser zu halten. Ja? Das wirkt, dass die Muskelfasern voller sind. Wenn sie dehydriert sind, hat eine negative Wirkung auf Proteinstoffwechsel in den Fasern, in den Zellen. 5-Alpha-Reduktase kann auch variieren und das wirkt auf androgene Eigenschaften. Und jetzt können wir über Pharmakodynamik reden. Wir haben Dinge, die ich schon vorher erwähnt habe, ich werde das nicht durchlesen, aber die wirken auf Muskelproteinsynthese, Muskelproteinabbau, Satellitzellen und so weiter. Zum Beispiel die oralen Steroide, und also Michael hat das mal erwähnt in seinem Podcast mit Max. Es gibt eine sehr interessante Studie von Sartak, also quasi berühmt. Sie haben da nachgewiesen, dass die Affinität von den oralen Steroiden, Winstrol, Anavar, glaube ich, also Anadrol war das auch, im Vergleich zu Trenbolon, Testosteron, vielleicht Androgen, bin mir nicht sicher. Die oralen binden kaum auf den klassischen Androgenrezeptor. Also Affinität ist gleich 0. Aber die wirken. Sie transaktivieren bei den Androgenrezeptor-Genen, also im Zellkern. Die haben eine Wirkung, aber durch einen anderen Rezeptor. Sehr, sehr wichtig. Und dann diese Wirkungen natürlicherweise beeinflussen Hypertrophie, die anabole Eigenschaften. Wir haben auch möglicherweise antikatabole Eigenschaften damit reinspielen. Dazu haben wir zum Beispiel in Bezug auf die Leber. IGF kommt von der Leber, kann auch eine Wirkung haben, wenn die Leber gestresst wird, geht Hunger runter. Ja, wir haben auch die Möglichkeit von verschiedenen Placebo-Wirkungen im ZNS auch. Und das wirkt auf die Trainingsreize. Wenn man sieht, wie scheiße fühlt, wird man nicht richtig trainieren. Ja, auch wichtig. Man könnte so anabol wie möglich sein, aber so viele Nebenwirkungen haben, dass man einfach nicht richtig trainieren kann. Also im Großen und Ganzen ist das kein gutes Ding. Ja. Ja, und man sieht da, die sind alle miteinander verbunden. Ja, ein schönes Andenken. Progesterin. Ja. Es ist wahnsinnig spannend, wie ich finde auch dieses Beispiel, was du gerade gebracht hast, das ist auch was ich nochmal offline im Gespräch mit Michael Kühn hatte. Jetzt gerade, wenn man sich das anguckt, ich glaube, das ist auch genau das, was du erwähnt hast, wenn man jetzt zum Beispiel Anadrol anschaut und da gibt es diese Essays, wo du siehst Androgenrezeptorbindung, Östrogenrezeptorbindung und du siehst im Prinzip für alle Steroide, das variiert so ein bisschen und dann hast du Anadrol, Oxymethylon, bumm, 0. Und da muss man ja sagen, hier kommen wir ja auch wieder zum Beispiel zu einem Synergiethema. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, habe ich vielleicht auf einem Pathway das anabole Potenzial gesättigt, kann es aber vielleicht mit einem anderen Pathway nutzen? Das sind ja alles dann Fragen, das sind ja alles Fragen, die sich stellen. Und es ist ja auch teilweise ist ja auch die Frage eben auch genau die, ich sag mal, wenn wir jetzt über Nebenwirkungen sprechen, ich würde sagen, ich kann von Athleten berichten, die einfach nur deswegen kein Tren benutzen, weil sie dann nicht mehr vernünftig schlafen können. Selbst nicht auf den kleinsten Mengen. Und dann vielleicht wäre das Trend für den Athleten eine Goldgrube und der würde super darauf responden, aber er wird es niemals rausfinden, zumindest wenn er vernünftig ist, weil egal wie gut es wirkt, wenn du nur noch 3 Stunden schläfst, ist es die Wirkung nicht wert. Mhm.
Und da könnte man jetzt Fall. auch wieder eine spannende Diskussion aufmachen. Auch da wieder, selbst wenn die Steroide an sich die gleiche Wirkung hätten, sind die additativen Effekte, die sich aus den Nebenwirkungen zum Beispiel ergeben, weil ich zum Beispiel weniger schlafe, unterm Strich dann doch wieder weniger. Das heißt, es hat vielleicht die gleiche oder sogar noch eine stärkere Muskelaufbaurate. Wenn mir aber 5 Stunden Schlaf geklaut werden, werde ich ja unterm Strich einen geringeren Anabolismus haben, als jetzt vielleicht mit einem Steroid, was schwächer wirkt auf dem Papier, mir aber nicht diese Nebenwirkung gibt in dem Sinne. Ne? Und ich finde auch immer ein schönes Beispiel in dem Zusammenhang bei der Argumentation ist Proviron. Also 1-Alpha-Methyl-DHT oder Mesterolon, wie man es auch mal nennen will. Proviron werden die meisten kennen, wo wir halt von dieser anabolen Komponente halt gar keine Wirkung sehen in dem Sinne. Ne? Obwohl es an den Androgenrezeptor dockt, aber halt dort sehr schnell inaktiviert wird sozusagen. Dass dieser Turnover auf die Proteinsynthese in der Skelettmuskulatur halt überhaupt nicht ankommen kann. Obwohl es auf dem Papier halt auch wieder einfach ein Steroid ist, was sogar an den Androgenrezeptor andockt, aber diese anabole Wirkung halt null aufweist. Ne? Also das wäre schon mal so das Totschlagargument, wenn man sagen würde, sind alle gleich. Da könnte man dieses Beispiel zum Beispiel immer schon anbringen und sagen, nein, ist es nicht. Ne? Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Aber dagegen könnte man auch sagen, aber also Anavar oder Anadrol, die docken überhaupt auch nicht. Ja, die können sie wirken. Das ist das Interessante. Es gibt, das habe ich hier gemerkt. Es gibt schon eine Studie mit mit Winstrol, glaube ich. Sie haben mal nachgewiesen, dass es gab eine Transaktivierung des Genes. Aber wir wissen schon, dass es gibt kein Andocken bei dem klassischen Androgenrezeptor. Das letzte Mal, ich nachgeschaut habe, gibt es zumindest 3 andere Rezeptoren, die zumindest Androgene andocken können. Ja? Und der eine befindet sich im Membran und auch insbesondere im Membran des Gehirns. Deswegen glaube ich, ich spekuliere hier, ich habe das nicht direkt gelesen, aber ich bringe die Ideen zusammen in Bezug auf Bodybuilding, deswegen wirken diese oralen Steroide so stark aufs Gehirn und man benutzt sie als Pre-Workout zum Beispiel. Also nur quasi aus diesem Grund, dass man, egal wie diätet man ist, egal wie hungrig man ist, egal wie wenig man geschlafen hat, und vielleicht ist auch eine Wirkung von Trenbolon, das merkt viele, sie können nicht schlafen, sie fühlen sich wie Scheiße während des Tages, aber wenn es um Training geht, sind sie unglaublich stark. Es gibt immer noch diese Wirkung im Gehirn. Ja. Stichwort Superdrol, genau das Gleiche. Ne? Du bist den ganzen Tag nur ein Zombie, du funktionierst gar nicht mehr und du stellst dein Leben in jeder einzelnen Minute in Frage, warum du das überhaupt machst. Aber sobald du deinen Fuß ins Studio setzt und die Wirkung einmal im Training gespürt hast, relativiert sich dann das doch wieder so. Ne? Ja, es war den Schmerzen wert, ja? Ja. Ja, okay. Glaube, das war es da. Ja. Ah ja, auch dazu, es gibt andere Dinge, die interagieren können. MikroRNA, Muskelschadentendenz ist sehr, sehr wichtig in Bezug auf Erholung. Es gibt zumindest 4 Gene, 4 Stellen, Stellschrauben, die sind nicht Stellschrauben schon, das sind einfach Stellen, wo es Unterschiede gibt, die vorhersagen können, inwiefern man eine Muskelschadentendenz hat. Actinin 3, da in den Phasen TNF, IL-6, Interleukin 6 und IGF-2. Das ist auch sehr wichtig. Ja? Und inwiefern zum Beispiel je nach der Person ein Steroid auf Muskelschaden wirken kann auch einen Unterschied ausmachen. Okay. Ich finde da ja vielleicht, also ich finde es auch ein interessantes Argument, dass da eben auch in dieses Muskelschaden-Thema noch mit reinzuschmeißen. Wir können ja auch sehen, dass DHT-Derivate eine höhere Entwicklung auf die Schnellkraft haben. Zum Beispiel bei den ganzen Sprintern und Co., hier Ben Johnson und Co. Olympiadoping war ja damals fast immer Winstrol zum Beispiel. Und dann kann man ja auch sagen, wenn ich jetzt mit einem DHT-Derivat dope, ich habe schon eine starke Typ-2 Muskelfaserverteilung und erreiche jetzt mit einem DHT-Derivat noch mehr Schnellkraft, also damit einhergeht eine noch höhere Typ-2-Faseraktivierung, habe aber in Typ 2 Muskelfasern weniger oxidative Kapazitäten, mehr Anfälligkeit für Muskelschaden, dann kann ja sogar ein Steroid dafür sorgen, dass ich mehr Muskelfasern aktiviere, aber auch weitaus mehr Muskelschaden davon trage und potenziell sogar weniger Volumen brauche vielleicht am Ende. Ja, möglicherweise. Das ist eine interessante These. Ja, stimmt. Also bei Stanozolol, also es gibt fast keine Wasseranlagerung, vielleicht das Gleiche. Und das heißt
kein ungewolltes Gewicht, was man mitschleppen muss, wenn man sprintet. Ja? Und auch die Wirkungen im Gehirn, glaube ich, sind wichtig. Also ich würde nicht sagen, dass Windstoff so eine starke Wirkung hat, dass man also irgendwie ungeheuerlich stark wird, so wie bei Superdrol oder sowas. Aber das ist zumindest ein Grund. Es gibt kein Wasserprobleme mit Windstraw. Mhm. Aber das mit Typ 2 Phasen ist sehr, sehr interessant. Okay, jetzt haben wir Teil 2. Also wie viel Zeit haben wir? Wir sind 1 Stunde durch. Ja, alles gut. Wir könnten jetzt eine Pause einlegen oder weitermachen. Mal schauen, wir haben ungefähr noch 45, vielleicht 50, 60 Minuten weiter. Hängt von euch ab. Ich würde sagen, anders geht. Je nachdem, wie schaut es bei dir aus, Danny? Also ich meine, ihr könnt das auch zu zweit zu Ende bringen, dann, wenn das ist ja auch das ist nicht schlimm. Spricht nichts dagegen. Ich denke, wenn wir jetzt im Flow sind, lass uns das gerne erstmal weiterlaufen lassen. Ja. Okay. Ja, es wird ein bisschen schneller gehen, glaube ich. Also wir haben einige Studien mit Menschen, wir können so quasi Vergleiche machen. Es ist nicht perfekt, es ist nicht am wissenschaftlichsten, aber wir können das tun. Hier haben wir eine Studie mit HIV-Patienten und noch eine andere. Hier haben sie Nandrolon, 300 Milligramm die Woche verwendet. Wir können also fettfreie Masse hier anschauen. Da haben sie auch Wachstumshormon probiert. Das werden wir einfach zur Seite legen. Und hier sehen wir verschiedene Dosen von Anavar. 20 Milligramm, 40 und 80 am Tag. Ja. Wir haben hier eine Dosiswirkungskurve auch. 12 Wochen, es gab kein Training. Ja. Die waren HIV-Probanden, HIV-Patienten. Ja. Und hier wurde fettfreie Masse mit Hautfalten gemessen. Hier wurde Body Cell Mass gemessen, also so ungefähr wie fettfreie Masse ohne Knochen da drin. Ja. Und 300 Milligramm, also das ist ein bisschen weniger als 200 Milligramm Nandrolon versus 280 Milligramm Anavar. Das ist 40 Milligramm pro Tag, also da können wir quasi einen guten Vergleich machen. Beide ergeben ungefähr 2 Kilogramm fettfreie Masse über 12 Wochen. Ja, ungefähr gleich. Ja. Wir haben auch hier einen Deckeneffekt gehabt. Also es gab nichts Mehres, was von 80 Milligramm, also die zweitfache Dosis von Anavar. Ja, hat nichts gebracht. Haben wir dann eine ungenaue Äquivalenz, wenn wir diese 2 Studien vergleichen? Ja, vielleicht. Aber muss man darauf aufpassen, die sind die durchschnittlichen Werte für die Probanden. Also wir wissen nicht, welche individuelle Unterschiede vorhanden wären und wir haben keinen Vergleich zwischen den 2 Substanzen unter den gleichen Probanden gehabt. Mhm. Ja, das war 2 Studien mit anderen Probanden. Es gab keinen Vergleich. Wir vergleichen zwei Mittelwerten hier sozusagen. Aber was wäre, wenn wir zum Beispiel also 465 Milligramm Anavar hier, das ist 80 am Tag, mit einer doppelten Dosis von Decke vergleichen könnten. Also 600 Milligramm ungefähr. Oder 45. Da würden wir sehen, dass wir wissen es nicht, hier haben wir 300 gehabt, würden wir also mehr fettfreie Masse gehabt. Also wir haben einige Studien dazu, die kommen in den nächsten Folien. Aber hier würden wir sehen, vielleicht mal, dass Decke besser als Anavar abgeschnitten hätte. Wir wissen es nicht. Ja? Da kommen wir wieder zurück zu der ersten Frage, ne? Auch in den Dosierungsbereichen, weil in diesen Studien werden natürlich auch Dosierungsbereiche getestet, die jetzt im Bodybuilding-Kontext eher meistens noch als gering angesehen werden. Einfach auch aus moralischen Gründen, weil halt es auch keine Notwendigkeit gibt, zum Beispiel jetzt HIV-Patienten 600 Milligramm Deka zu geben, wenn auch zum Beispiel 200-300 Milligramm reichen. Ne? Also diese typischen Dosierungen, sage ich jetzt mal, die im fortgeschrittenen Bodybuilding-Bereich gefahren werden. Kannst du uns ja vielleicht gleich nochmal einen Einblick geben? Gibt es überhaupt Betrachtungen, die sich diese Bereiche auch mal angeguckt haben, dass man mal wirklich in Relation setzen könnte, das, was wirklich auf täglicher Basis genutzt wird, gerade auch im fortgeschrittenen Bereich, wie können wir das sozusagen miteinander vergleichen? Also einen guten Vergleich können wir nicht machen. Es gibt mehrere Studien, wo sie haben Steroid benutzenden Bodybuilder aus Probanden gehabt. Also sie haben einfach durch Umfragen danach gefragt, was habt ihr benutzt? Und was waren die Wirkungen oder wie sehen die Muskelfasern aus? Oder wir haben auch Gehirnbilder gemacht, auch dementsprechend.
Aber wir werden über Basinital reden, also 600 Milligramm Testosteron die Woche. Das ist die höchste Dosis von, also wir haben auch eine Studie mit 600 Milligramm Nandrolon, aber mehr nicht eigentlich, ja. Ja, das sind so die bekanntesten, ne, mit diesen 600 Milligramm, ja. Ja, ja. Hier ist eine Studie, wo 300 Milligramm Dexe und Milligramm Testosteron verglichen wurde. Interessanterweise haben sie nicht fettfreie Masse eigentlich berichtet. Ich musste das selbst ausrechnen. Ich komme dazu. Die waren nicht Probanden, sie nicht Patienten, die waren aktive Männer, 27 Jahre alt, kein Training wieder. Was ich gesehen habe, es gab höchst variable Wirkungen im Allgemeinen. Und was auch immer bei allen Daten gab es richtig eine ganz große Unterschiedlichkeit. Es gibt keinen signifikanten Unterschied in Bezug auf Körpergewicht zwischen Decke und Testosteron. Aber wir sehen hier, das ist fettfreie Masse. Ich habe das selber gerechnet. Da ist Testosteron bei 300 Milligramm und hier ist Decke. Es scheint vielleicht mal in der Praxis, das wäre wertvoll für jemanden. Also das ist 3,5 Kilo im Laufe von nur 6 Wochen versus 2. Ja? Aber wir wissen es nicht. Wie genau können wir hier den Begriff fettfreie Masse definieren? Wir betrachten den Körper aus Fett und was alles nicht Fett ist. Das ist genau die fettfreie Masse. Genau darauf wollte ich hinaus. Das heißt, wenn jetzt bei einem Steroid durch das Nebenwirkungspotenzial zum Beispiel mehr Wasser im Körper gehalten werden würde, würde das jetzt erstmal auch auf dieser Skala mit einfließen. Ja, und deswegen habe ich das hier geschrieben. Water Retention, möglicherweise. Das ist auch bei Decke nachgewiesen worden. Das kann mal passieren. Deswegen kann es hilfreich für die Gelenke sein. Eine interessante Frage vielleicht auch in dem Kontext. Ich meine, das wäre jetzt ja hier, ich meine, wir haben jetzt hier ja wirklich nur Daten dann erstmal von untrainierten Personen. Ich meine, das ist ja letztendlich ist ja wahnsinnig viel von auch erstmal, ich sag mal alles, Karexie und Co. Wenn wir jetzt Trainingsdaten anschauen, wäre es doch mal was anderes. Mich würde aber in dem Kontext ein bisschen, aber nicht komplett off-topic eine Frage interessieren in dem Kontext. Und zwar, jetzt ist es ja hier schwer, Daten zu erkennen und es ist ja auch für Personen jetzt schwer in der Praxis das zu erkennen. Nehme ich jetzt mehr davon mit oder nicht? Weil in der Praxis sehen wir irgendwo nach einem halben Jahr, nach einem Jahr Offseason oder wenn wir da diätet haben, wir sehen unsere Resultate. Aber es wird ja in den seltensten Fällen so sein, als fortgeschrittener Bodybuilder, wenn ich um die 500 Gramm, 1 Kilo mehr in der Offseason kämpfe oder sowas, dann wird es ja schwer sein, einen neuen Cycle auszurühren und sofort zu sagen, das Ding ist es, das geht durch die Decke. Was ja immer noch ein interessanter Maßstab ist, ist die Rate an Progression. Letztendlich kann man ja sagen, und da kam ich jetzt gerade von diesem fettfreie Masse-Gedanken drauf, wenn wir jetzt sagen, das Steroid führt wirklich zu mehr Muskelmasse, dann würde es ja auch heißen, dass das Steroid führt zu mehr kontraktilem Gewebe und dementsprechend, natürlich gibt es auch andere Pathways, wie Steroide die Kraftentwicklung entfalten könnten. Aber trotzdem sollte ich ja auch eigentlich über meine Progressionsrate, wenn ich sie richtig einordnen kann und möglichst viele Kofaktoren ausschließen kann, eine ganz gute Rückmeldung über die Potenz des Hypertrophiepotenzials von einem Steroid bekommen können, oder? Ja, ich glaube schon. Also wenn man ein Logbook führt, ist es ganz, ganz wichtig. Ja? Auch zu merken, was man da dementsprechend benutzt. Sag mal, man macht einen Kurs mit Trenbolone. Ja? Und man also kriegt in den ersten 2 Wochen einen 20-prozentigen Anstieg von Kraftwerten bei fast allen Übungen. Das hängt von Trenbolone ab, würde ich mal sagen. Aber wenn man merkt da, also unter gleichen Umständen in der Off-Season, dass alles also besser geworden ist in Bezug auf Kraftwerte, dann würde man sagen, also das ist nicht perfekt, es ist nicht immer 1:1, zum Beispiel mit diesem Trenbolone, aber das spricht ganz gut dafür, wenn die Ausführung gleich ist, wenn man nicht nur schwer und falsch trainiert, wie ein Blöder, dass irgendwas in die richtige Richtung geht, würde ich sagen. Ja, ich stimme dir zu. Auf jeden Fall. Okay. Dann, interessanterweise nur Testosteron hat isokinetische Kraft gesteigert. Aber wie schon gesagt, es gab große Unterschiedlichkeit unter den Probanden. Diese Studie es gibt nur eine geringe Menge an Studien. Ich habe die besten hier für uns ausgesucht.
Und hier würde ich jetzt ja auch wieder sagen, also ich meine, ich würde mal auch hier, ich finde jetzt auch mal die Gedankengänge gut, um zu gucken, also auch für mich, ich möchte es vor allem mit dir reflektieren, jetzt auch für den Zuschauer, auch für meine Reflexion hier mit dir. Ich würde hier sagen, ich meine, wir haben jetzt ja vorhin drüber gesprochen, dass DHT selbst, nicht nur DHT-Derivate, sondern auch DHT selbst fördert ja im Prinzip Schnellkraftentwicklung, Kraftentwicklung, Typ-2-Phase-Aktivierung. Wenn wir ein Testosteron haben, dann haben wir im Prinzip eine Konvertierung zu DHT. Bei dem 19-NOR-Steroid Bedeka haben wir jetzt keine erhöhten DHT-Level zu erwarten. Also auch das könnte ja zum Beispiel ein Kofaktor in der isokinetischen Kraft sein, oder? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja. Sie haben also, wir sehen in der Studie von Basen, sehen wir, dass die Kraftwerten auch gestiegen sind bei denen, sie haben kein Training gemacht. Ja. Es scheint also hier vielleicht eine Eigenschaft von Testosteron zu sein. Deswegen habe ich das gemerkt. Also es war nicht hier in dieser Figur, aber ich habe das gemerkt, da ich glaubte, genau wie du, glaube ich, dass es wichtig war, das zu wissen. Ja. Interessanterweise, das werde ich später erwähnen, zum Beispiel in der Studie von Basen, sie haben eine Umfrage gemacht, sie haben mal nachgefragt, habt ihr mal gewusst, habt ihr irgendwelche Wirkungen auf Laune oder Schlaflosigkeit oder was auch immer gemerkt, und die haben das nicht gemerkt irgendwie. Ich fand das interessant, wir kommen gleich dazu. Also 600 Milligramm die Woche, und also ich kann mir kaum vorstellen, dass es kein Individuum gäbe, das es nicht irgendwie gemerkt hatte. Ja, etwas ist anders. Ja. Ich glaube aber auch hier oftmals ist es auch eine verzerrte Selbstwahrnehmung der Person. Ich hätte dafür gerade wieder ein herrliches Beispiel. Das kommt mitten auch aus einem von Dannys Zentralbereichen. Ich habe einen Athleten, der ist in der Offseason, der ist schon recht schwer. Der hat keine Fitbit oder ähnliches. Der gibt mir für seinen Schlafwert, ich habe so ein Rating im Tracking von 1 bis 10. Und der gibt mir für den Schlafwert konstant eine 8 bis 10. Ich war mit ihm auf dem Wettkampf, das heißt, er war stage lean. Der war jetzt wirklich nicht mehr in der tiefen Offseason. Und ich habe ihn 3 Zimmer weiter schnarchen gehört. Und dann habe ich gesagt, das ist definitiv, du hast hier schon, vielleicht hast du keine Atemaussetzer, aber du hast definitiv nicht ansatzweise einen optimalen Schlaf, aber du gibst dir selbst eine 8 bis 10 und fühlst dich offensichtlich recovered und fühlst dich so, als ob alles gut ist. Und da habe ich auch gesagt, setz die CPAP auf und dann sprechen wir nochmal in ein paar Wochen über deine 8 bis 10. Ja. Das Problem ist halt immer, wenn die Leute es nicht anders kennen. Das ist genau wie die Leute, die sagen, sie können mit Koffein schlafen. Ja, weil sie es einfach nicht anders, sie wissen gar nicht, wie es ist, ohne Koffein zu schlafen sozusagen, wie gut es sich anfühlen würde. Und mit dem Schnarchen ist es das Gleiche. Wenn du dein Leben lang schnarchst, denkst du, das ist halt normal, morgens gerädert aufzuwachen, weil für dich ist es ein erholter, frischer Zustand, weil du kennst gar nicht die andere Seite. So in dem Sinne. Ja. Aber das ist ein Problem, also im Allgemeinen würde ich sagen, ich bemerke das oft. Bei den Studien kriegen wir meist nur die durchschnittlichen Werte. Wir sehen, was im Schnitt passiert ist. Aber wie schon gesagt, ich stelle mir vor, unter den Probanden, es gab mehrere, die einfach keine Ahnung haben. Also ich merke überhaupt nichts. Ich gehe durch mein Leben hindurch. Also ich mache das schon, ich habe nichts gemerkt. Alles war gleich. Ja? Aber ich glaube schon, irgendwelche Individuen geben, die irgendwie gemerkt hat, ja, Entschuldigung, wenn ich das nicht sage, also ich laufe mal rum ständig mit einem Ständer, weil meine Freundin rennt weg von mir, weil ich so geil geworden bin. Also ich merke das, also die meisten Menschen würden das merken. Ist sehr interessant, also bei TRT zum Beispiel, also wann ist das? Hier sind wir schon, also wir sind bei der Studie schon. Ich stelle mir vor, also die waren eugonadische, untrainierte Männer. Also sie haben ihr Blutspiegel von Testosteron war normal. Das haben sie nicht berichtet, glaube ich. Aber bei 600 Milligramm würde man davon ausgehen, dass ihre Testosteronwerte sehr, sehr, sehr hoch waren. Die meisten würden das merken. Ja? Wenn man ein niedriges Niveau hat, wenn man hypogonadisch ist, dann würde das man merken, insbesondere wenn man TRT macht. Ja? Die meisten merken das. Aber sie wissen, was sie machen. Sie erwarten das. Inwiefern ist das ein Placebo-Effekt? Inwiefern weil es eine echte Wirkung ist? Ja, wenn man so irgendwie während des Schlafes oder sowas
diese Männer injiziert hätten, dass sie nicht wussten, dass irgendwas Neues drin wäre, würden sie das dann merken können? Das wäre eine Frage. Aber auf jeden Fall, ich finde es sehr interessant. Also zum Beispiel hier, wir gehen mal durch die Studie. Wir können das weiter besprechen. Es war 10 Wochen randomisiert, Placebo und Training, Testosteron versus kein Testosteron. Sie haben 4 Gruppen gehabt. 600 Milligramm Testosteron Inantate die Woche versus Placebo, Training versus kein Training. Ja? Das war supraphysiologisches Testosteron. Ja, das ist ungefähr 5-mal körpereigene Produktion. Ja, wenn man davon ausgeht, dass so ungefähr 100 Milligramm die Woche produziert wird. Ja. Interessanterweise, hier sehen wir also kein Training und dann Placebo und Testosteron. Kraftwerte sind gestiegen hier bei denjenigen, die nur Testosteron genommen haben. Auch fettfreie Masse, ja, wie wir vorher gesehen haben. Also die Muskeln sind gewachsen. Trizeps, Quadrizeps, das haben sie nicht gemerkt. Also ich weiß nicht, ob in der Umfrage sie genau danach gefragt haben. Habt ihr gemerkt, dass ihre Ärmel größer geworden sind? Weiß ich nicht, aber irgendwie haben sie also keine Wirkung auf Laune oder Verhalten. Irgendwas ist nicht durchgekommen, interessanterweise. Und das ist, was wir hier sehen dann. Also wir haben eine Wirkung nur von Testosteron. Hier sehen wir Training ohne Testosteron mit Placebo und hier sehen wir die zwei zusammen. Es gab einen synergistischen Effekt. Ja, also, aber hier ist es oftmals, das ist die Studie, die oftmals angedeutet wird, um zu sagen, Steroide, Testosteron wirkt ohne Training. Und da haben wir Beweis dafür. Bezug auf Muskelgröße, fettfreie Masse, auch Kraftwerte. Interessanterweise. Ja, also Placebo-Effekt ist auch eine Lieblingsstudie von mir. Das habe ich hier nicht drin gehabt. Aber eine Lieblingsstudie geht um Steroide. Sie haben den Probanden gesagt, dass sie Dianabol bekommen. Und es hat eine ganz starke Wirkung auf Muskelkraft gehabt, indem sie haben, glaube ich, 6 Wochen im Voraus oder 8 Wochen im Voraus trainiert, um zu sehen, es war so ein Wettkampf, ein Wettbewerb, zu sehen, wer am meisten die Kraftwerte steigen könnten. Und die Gewinner quasi dann wurden aus Placebo, sie wussten das nicht, sie dachten schon, Dianabol gegeben. Sie mussten zum Krankenhaus gehen, um mal eine Erklärung zu bekommen, was sie wirken, was sie nebenwirken. Sie haben das richtig ganz gut aufgebaut. Ihr kriegt den Stoff, ja. Und über den nächsten, glaube ich, 4 oder 6 Wochen sind die Kraftwerte 2 bis 3-fach so hoch gestiegen wie in den vorigen Wochen, bevor sie etwas bekommen haben. Sie haben nichts bekommen. Es war nur ein Placebo. Ja. Das ist auch eine andere Wirkung. Was für eine Kraft die Glaubenssätze auch haben, in dem Sinne, ne? Mit welcher Einstellung und mit welcher Überzeugung man an die Sache rangeht. Ja. Wie sieht das hier eigentlich aus, Scott? Ich weiß nicht, ob du es bei dieser Studie hier im Kopf hast. Ich meine, wir müssen natürlich auch bedenken, dass ja auch, ich sag mal, die Hauptkritik der Oldschool-Fraktion zum Beispiel an solchen Studien, dass du natürlich auch schlechte Vergleichbarkeit hast, weil nicht alle Variablen standardisiert sind. Weißt du jetzt hier zum Beispiel gerade, wie es jetzt hier ernährungstechnisch gehandhabt wurde? Also natürlich kriegen die jetzt alle keinen festen Mealplan, aber gibt es bei sowas dann manchmal so ein Framework, dass gesagt wird, hey, aktuelle Ernährungsgewohnheiten bitte beibehalten oder sowas? Oder ist das im Normalfall komplett unstandardisiert? Ja, also meistens gehen sie davon aus, dass nichts geändert wird. Ja. Aber ich bin nicht 100% sicher, ich bin mir sicher, dass sie haben das nicht gemessen. Also sie haben so quasi keine Ernährungseinnahme oder Fragebogen oder sowas gemacht, um zu sehen, ob was ändert hatte. Aber das ist ein Prinzip der Wissenschaft. Wir lassen diese anderen Faktoren einfach laufen, wie sie wollen. Wenn wir wissen, dass es einen Unterschied geben könnte, dann kontrollieren wir das. Ansonsten erlauben wir das. Es wird Unregelmäßigkeiten geben, aber die werden alle gleich unter den verschiedenen Gruppen sein. Hoffentlich. Aber das haben sie nicht direkt gemessen, glaube ich. Ich bin mir fast sicher. Ja, ist auch sehr wichtig.
Ja. Ja, und ich meine, muss man auch Also, sagen, ich meine, es wäre jetzt ja auch durchaus spannend zu sagen, dass man hier zumindest mal mehr Nachvollziehbarkeit reinbringt, weil man könnte ja sagen, hey, die Leute jetzt auf einen festen Mealplan zu setzen oder sowas halt, das ist jetzt nicht realistisch, aber man könnte ja, als einfach nur Gedankenspiel, man könnte ja mal zum Beispiel sagen, hey, 3 Wochen vor Studienbeginn trackt ihr einfach euren Alltag mit MyFitnessPal. Und das Gleiche macht ihr mhm. weiter während der Studie. Und dann hätte ich ja zumindest Nachvollziehbarkeit. Keine erzwungene Standardisierung, aber zumindest Nachvollziehbarkeit, weil du hattest es ja auch schon vorhin bei den Wirkmechanismen und das ist, finde ich, hier auch was ganz Wichtiges. Und ich glaube, da ist Danny auch ein Paradebeispiel für gewesen dann, wenn man ein supraphysiologisches Hormonlevel hat, dann kann das den Appetit ganz schön stark beeinflussen. Und wenn ich jetzt eine Person habe, die nicht standardisiert ist und einfach nur gewohnt ist, nach Gefühl und nach Appetit zu essen und auf einmal auf supraphysiologischen Hormonleveln dann einen starken Appetit bekommt, dann kann das natürlich dieses Outcome hier sowohl in Strength als auch in Mass und Fat-Free Mass deutlich modulieren. Mhm. Ja, man hat dann quasi die Bedingungen nicht richtig kontrolliert. Es gibt Ja. also eine zweite Bedingung, die reingeflossen ist. Ja. Das heißt, man hat mehr gefressen sozusagen. Das Ding eben, also heutzutage hätten sie das vielleicht mit MyFitnessPal gemacht haben. Damals Also nicht, diese Umfragen, diese Fragebogen, sie sind nicht besonders gut. Die sind dafür berühmt, dass wenn sie eigentlich also nachkontrollieren, was man eigentlich gegessen hat, und ihr wisst das auch von euren Kunden, man kann nicht sicher sein. Also schick mir ein Bild von dem, was du gerade gegessen hast. Und es ist, was, du hast das geschrieben? Ist das die gleiche Mahlzeit? Sehen ganz anders aus. Man muss auch noch dazu sagen, selbst wenn man es gemacht hätte, der Anreiz, wenn man jetzt zum Beispiel von unseren Coaching-Kunden spricht, die haben ja schon irgendwo das Interesse daran, auch ihre Ziele zu verwirklichen und werden sich schon wahrscheinlich auch im größten Teil daran halten, das Ganze zu verwirklichen, weil sie es ja auch für sich tun. Wenn ich jetzt aber an einer Studie teilnehme, um mir vielleicht ein bisschen Geld dazu zu verdienen und dann sozusagen noch aufgedrückt bekomme, was ich jetzt auch noch essen muss, zusätzlich zu irgendwelchen Medikamenten, dann ist halt immer die große Frage, wie groß ist das Incentive, jetzt wirklich 100% akkurat vorzugehen oder am Ende vielleicht doch einfach zu sagen, ja, habe ich alles gemacht, ich schicke euch mal den Plan, den ihr haben wolltet, aber habe halt eigentlich ganz anders gegessen in dem Sinne, ne? Was auch völlig in Ordnung ist. Wie gesagt, diese Studien sind ja auch gar nicht so dafür da, dass wir jetzt sagen, so ist es und nicht anders, sondern es sind ja auch alles nur Richtungsgeber. Es ist genau wie im Training. Da sind einfach zu viele Einflussfaktoren drin, durch diese fehlende Standardisierung, die man ja auch gar nicht in allen Bereichen überhaupt verwirklichen kann. Weshalb wir uns halt immer vor Augen rufen müssen, Studien schön und gut als Richtungsgeber, aber halt niemals als Argumentationsgrundlage für eine Schwarz-Weiß-Welt. Ja, alles im richtigen Kontext halten, glaube ich. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige, weil es geht jetzt auch gar nicht darum, ob diese Studien unter Laborbedingungen sind, ob sie perfekt sind, sondern es geht darum, dieses Framework passend interpretieren zu können. Es geht einfach darum, das Framework passend interpretieren zu können und dann kann man sich selbst auch die Aussagekraft ableiten und ich möchte dazu auch nochmal für alle, vielleicht ist doch, wenn wir jetzt noch einen Studienzweifler hier bis zum jetzigen Zeitpunkt hier gehalten haben, ist das eh schon ein riesiger Win, aber dazu muss man auch mal sagen, das ist auch nochmal was die Props gebe ich sowohl an den Michael Kühler als auch an Felix Post, mit dem ich darüber gesprochen habe. Es geht nicht um die einzelne Studie, es geht um den Body of Evidence. Es geht um die Gesamtheit der Implikationen, die wir haben und nicht um ein einzelnes Outcome und nicht um eine einzelne Studie. Mhm. Das Beide Beste sind im wertvoll. Weil das Bitte, beste Argument bitte. wäre jetzt in dem Fall auch zum Beispiel wieder, Testosteron wirkt bei Untrainierten. Das heißt, es lässt Muskeln wachsen, obwohl wir nicht trainieren. In der Praxis sieht es aber so aus, dass keiner einziger dieser Probanden nach einem Bodybuilder aussehen wird. Selbst wenn sie Muskelwachstum erfahren haben, bedeutet das in der Praxis nicht, dass sie das optische Idealbild auch erreicht haben, was man sich jetzt unter dieser Aussage vorstellen würde. Weil jeder denkt jetzt natürlich, okay, Testosteron lässt Muskeln wachsen, auch ohne Training, cool, dann sehe ich ja auch bald morgen so aus wie Fabi. Klasse. Mache ich aber nicht, weil ich werde ziemlich enttäuscht sein. Auch selbst wenn mein Quadrizeps um 3 Millimeter irgendwie dicker wird oder so, werde ich am Ende immer noch der Untrainierte sein, der halt keinen Sport macht. Egal, ob da auf dem Papier jetzt erstmal Muskeln gewachsen sind oder nicht. Ja, also dementsprechend, sag mal, wenn Sie, also das war nur 10 Wochen, sag mal, wenn Sie diese Probanden, die nur Testosteron bekommen haben, bei dieser Kur sozusagen für 2 Jahre gelassen hätten. Die nehmen das wöchentlich für 2 Jahre. Ich gehe davon aus, die haben ungefähr 2,5, 3 Kilo zugenommen, glaube ich. Sie würden vielleicht bei 5 Kilo bleiben nach den ersten 6 Monaten und dann einfach da bleiben. Also nichts anderes. Aber wenn jemand trainiert, also mit Richtung, wenn man Gas gibt, nur beim Training für 2 Jahre oder 3 Jahre oder 5 Jahre, dann könnte man wie ein Bodybuilder aussehen.
Ja, nachfristig. Also der Ansatz, also ja, 600 Milligramm, aber dann könntest du 1000 Milligramm nehmen, ohne Training. Das wäre völlig Blödsinn. Ja, also wir müssen genau im Kontext mal anschauen. Also das war eine kurzfristige Studie, um dieses Prinzip anzuschauen, ob eigentlich es eine Wirkung gäbe ohne Training. Schon. Aber wie diese Wirkung im Laufe der Zeit ausspielen würde, ist eine andere Sache, ist eine ganz andere Geschichte. Man kann weiter trainieren, aber langfristig 600 Milligramm bis auf 800, bis auf 10.000, also Progressive Overload mit nur Testosteron zu machen, wäre keine gute Idee, meiner Meinung nach. Ja. Okay, hier haben wir diese Studie mit Decke, 600 Milligramm, ohne und mit Training. HIV-positive Männer war eigentlich sehr günstig, um zu vergleichen mit Basen. Wir haben ungefähr die gleichen Steigerungen von fettfreie Masse. Sie haben Lean Body Mass versus Fat-Free Mass, Bench Press, Bankdrücken und Quadrizeps, Querschnittfläche. Es gab hier einen Effekt auf fettfreie Masse, LBM und Kraft, aber nicht Muskelquerschnittfläche in dieser Studie, interessanterweise. Aber im Allgemeinen haben wir das Gleiche gesehen. Sie haben auch hier gemerkt, also wie haben sie sich gefühlt? Alle Probanden reported feeling better while receiving study therapy. Also sie sind richtig in die Tiefe gegangen mit dieser Aussage. Was soll denn das bedeuten? Keine sexuellen Nebenwirkungen oder sie reported feeling better. Okay, was? Das war's. Das war eine Schande, glaube ich, dass sie nicht mehr darüber. Sie hätten mal noch was dazu fragen können, aber naja, das war's. Das gibt ja, ich meine, ich finde es auch einfach so schade. Also ich habe mal ein sehr spannendes Buch gelesen über Patienten mit diesem Locked-In-Syndrom, also im Prinzip Wachkoma-Patienten. Und da gab es dann wunderschöne Erhebungen. Da gibt es auch diese Standard-Psychologiebogen, die im Prinzip Glück und Zufriedenheit messen. Und die konnten die Leute, es ist fucking spannend, weil die im Prinzip, die können nur ihre Augen bewegen oder teilweise werden die ja quasi verkabelt und müssen durch Elektroimpulse dann antworten. Und da war es dann zum Beispiel so, dass diese Locked-In-Patienten ein höheres Zufriedenheitslevel in diesen Fragebögen erreicht haben als die General Population. Während diese Menschen bewegungslos in ihrem Körper drin lagen. Und dann denke ich mir, ey, wenn wir das mit solchen Leuten machen, warum nicht hier eben einfach noch ein bisschen mehr hier in die Tiefe rein, ne? Weil dann könnte man ja auch, wir wissen jetzt, was wir erwarten können. Und ich meine, ich würde jetzt sagen, bei einem untrainierten Menschen kann alleine Krafttraining schon zu Feeling Better fühlen. Bei einem untrainierten Menschen mit HIV kann auch schon Resistance Training selbst gegen die Karexie wirken. Und deswegen wäre es ja, wenn man jetzt ein paar Fragen hätte, dann könnte man vielleicht so ein bisschen besser raussortieren, was würde ich mir jetzt von einem Steroid erwarten und was von der reinen Trainingsintervention. Ja. Oftmals die Trainingsphysiologen, also Exercise Physiologists, so wie ich, das ist quasi ein Witz. Sie denken, wir haben den Körper, alles funktioniert durch die Fähigkeiten des Körpers und was wir oben haben, ist nur eine schwarze Schachtel, eine schwarze Box. Also mehr nichts. Also sie bräuchten vielleicht eine Psychologe dabei, um eine bessere Umfrage zu machen, eine bessere Fragebogen zu machen. Ja. Ich stimme dir zu. Ja. Aber hier haben wir ungefähr einen Durchschnitt, zumindest eine Äquivalenz zwischen Decke und Test. In Bezug auf, hier sehen wir Lean Body Mass. Decke mit Training ist ungefähr bei 5 Kilo. Kann mal zurückgehen. Hier waren wir ungefähr bei 5 Kilo mit Training und Testosteron. Ja. Bench Press besser mit Decke und Training. Aber es gab eine Steigerung nur bei Decke. Es gab keinen Unterschied, interessanterweise. Aber sie haben hier Muskeln gewachsen, nur mit Decke, interessanterweise. Was noch?
Du schläfst 8 Stunden, bist aber trotzdem dauermüde und stagnierst im Training. Auch wenn du eigentlich lange genug im Bett liegst, können Schnarchen und auch Atemaussetzer deine Regeneration wirklich komplett zerstören. Denn mit mehr Körpergewicht und vor allen Dingen auch Muskulatur rund um den Schultergürtel steigt dein Risiko für Atemprobleme enorm und eine gezielte CPAP-Therapie kann ja ein absoluter Gamechanger für dich sein. Du kannst direkt überprüfen, ob du selber betroffen bist. Lade dir ganz einfach eine App wie zum Beispiel Sleep Cycle herunter und finde direkt heraus, wie oft du nachts schnarchst und ob es bei dir schon Hinweise auf Atemaussetzer gibt. Darüber hinaus sind auch niedrige Werte deiner Sauerstoffsättigung ein ganz klares Warnsignal, endlich zu handeln, was du ganz einfach mit so ziemlich jedem Fitness-Tracker herausfinden kannst. Wenn du dir jetzt unsicher bei der Einschätzung bist, schick mir gerne deine Ergebnisse und schau dir vor allen Dingen auch ein ausführliches Video zum Thema an, wo du alle nötigen Informationen dazu bekommst. Denn es ist völlig egal, wie viel Mühe du sonst noch in deine Regeneration steckst. Wenn du nicht richtig schläfst, leiden nicht nur deine Fortschritte, sondern vor allen Dingen auch deine Lebensqualität. Interessant, also das wird nie passieren, aber man kann träumen. Was, wenn eine hypothetische Studie, sag mal, wir haben also 100 Probanden oder wie auch immer wir brauchen, um das irgendwie statistisch nachweisen zu können. 600 Milligramm Testosteron versus 600 Milligramm Decke versus 300 Test, 300 Decke zum Beispiel, wäre vernünftig, viele Leute machen sowas, versus zum Beispiel 200 Test, Test ist am besten, Test aus Basis, 200 Decke, und dann 200 Anavar. Was würde am besten funktionieren? Wäre interessant. Könnte Stacking etwas auswirken in einigen Fällen? Und ich würde behaupten, das Outcome wäre sehr individuell. Das Outcome wäre sehr individuell, weil weil einige Stack-Designs eventuell Nebenwirkungen von dem anderen beheben können. Und das ist auch vielleicht auch für alle, die jetzt zuhören, mal zum Nachdenken. Ich glaube, wenn man 600 Milligramm Standalone in der Gesamtmenge ohne Östrogen- und DHT-bedingte Nebenwirkungen verträgt, dann kann das eine sehr feine Sache sein. Es kann aber sein, dass alleine schon die 200 Milligramm DHT vom Anavar so einige Nebenwirkungen mildern im Bezug auf die Metaboliten, die vom Testosteron dann kommen. Und deswegen ist es auch hier, würde ich jetzt zum Beispiel sagen, im Outcome, würde ich zum Beispiel behaupten, könnte Stacking etwas auswirken? Ja. Könnte es bei manchen im Prinzip gut sein, bei manchen schlecht? Ja. Ja. Und das sehe ich in letzter Zeit bei vielen, also in Bezug auf Training meistens. Man sieht eben, sie berichten die einzelnen Daten von den einzelnen Probanden. Sehr, sehr wichtig, das zu sehen. Es ist nicht nur der Durchschnitt mit Standardabweichung oder sowas, aber sondern und das wäre interessant mal zu sehen, also was waren die Nebenwirkungen, wenn wir, sag mal, 15 oder 20 Probanden in jeder Gruppe hätten. Wie viel sind sehr gut damit klargekommen, wie viele haben Schlafprobleme gehabt und so weiter und so fort. Man könnte richtig etwas sehr Interessantes daraus machen, glaube ich. Und es könnte auch Ansatz für HIV-Probanden haben und so weiter, mal zu wissen. Also wenn es eben ein Ansatz ist, Steroide in diesen Fällen zu benutzen, um gegen Muskelverlust zu wirken, sag mal. Wieso nicht so quasi einen Hinweis von den Bodybuildern zu nehmen, dass Stacking oder ein Stack zu benutzen vernünftig wäre und eine Studie daraus zu machen, mal zu schauen, also funktioniert das eben? Können wir die Nebenwirkungen vermeiden oder verstärken wir die, wenn wir die falsche Kombination benutzen? Ich weiß es nicht. Wäre interessant. Fabi, ich weiß, also jetzt wird es spannend. Also du musst abhauen, Alles gut. oder? 10 Minuten habe ich jetzt gerade noch geschoben. Die 10 Minuten nehme ich noch mal. Okay. Alles gut. Und sonst mache ich zu Ende. Die letzte Studie, das ist die Studie, Boris, da habe ich vorher erwähnt, komparative Hirschberger-Assay in Rats. Das habe ich übersetzt, Entschuldigung. Also, hier haben sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Steroide verglichen bei 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dosen, interessanterweise. Alle wurden, obwohl einige davon normalerweise oral zu sich genommen werden, alle wurden injiziert. Die Raten waren unausgereift, sehr jung und die Studie dauerte nur 10 Tage. War nicht besonders, aber für eine Ratte ist das mehr wie, sag mal, 6 Wochen vielleicht für einen Menschen. Ja. Sie haben Levator Ani Muskelgewicht, das ist ein Skelettmuskel, gewogen nach den verschiedenen Dosen von den verschiedenen Steroiden. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel bei Anadrol wir haben eine Kontrollgruppe hier
Und sie haben einfach nur eine Control Group gehabt. Sie haben nicht also 6-fach ein Placebo gegeben oder sowas. Ich glaube, sie haben kein Placebo gehabt. Vielleicht, ich weiß es nicht, aber es war nur eine Gruppe. Aber hier haben wir eine Dosis-Wirkungskurve von Anadrol. Je mehr, desto besser in Bezug auf Wachstum von diesem Muskel. Ja? Da muss man ja vielleicht mal eine Zwischenfrage. Was hältst du von diesen Hirschberger-Essays? Weil letztendlich auch dieser Levator Ani, das ist wahrscheinlich ein bisschen Belustigung für den Zuhörer, aber es ist ja, letztendlich ist ja, ich glaube, es ist ja irgendwo roundabout der Schließmuskel der Ratte oder sowas. Also ist ja jetzt nicht so, als würde man, ist jetzt nicht so, als würde man einem Menschen sagen, hey, wir gucken uns Bizeps oder den Quadrizeps an, zu sagen, wir gucken uns einen Muskel an, den wir pauschal erstmal als myotrophes Gewebe bezeichnen, aber nicht jetzt wirklich ein klassischer Muskel. Wie schätzt du die Aussagekraft davon überhaupt ein? Ja, also hier haben sie haben ein Hirschberger-Assay gemacht, aber sie haben, also hier sehen wir nicht den Prostat, also ist nicht da. Ist sehr interessant. Es kontrolliert zum Beispiel teilweise für Bewegung. Also die Funktion des Muskels ist da unten, wie du schon gesagt hast. Und je mehr die Ratte rumläuft oder mit anderen Ratten kämpfen, sie sind in verschiedenen Käfigen, glaube ich. Aber je mehr er sich bewegt, ist meistens egal. Es gibt keinen Unterschied, ob er den ganzen Tag rumschläft oder den ganzen Tag rumläuft. Es ist genau das Gleiche. Ist ein normales Skelettmuskel. Ist gerade neben dem Prostat. Deswegen kann sie mit der einen OP also beide Geweben rausnehmen. Glaube ich, das ist ein Grund dafür. Also es ist einfach praktisch. Was ich auch dazu sagen muss, also diese Dosen waren nicht für die Ratten. Ich habe durch Körperfläche eine Übersetzung, eine Ausrechnung gemacht, dass die wären die Dosen für einen Menschen, der 100 Kilo wiegen würde. So für einen großen Bodybuilder, ja. Die Ratten haben nicht 429 Milligramm am Tag zu sich genommen. Oder sie wurden nicht damit injiziert. Das wäre nämlich die Frage gewesen. Das wäre was, wenn wir das übersetzen, was ein Menschen machen würde. Was sehr interessant ist. Das ist ungefähr 3 Gramm die Woche. Das ist eine sehr hohe Dosis. Es ist gut, das zu haben. Also zurück zu der Grafik. Haben wir bei jeder Substanz eine Dosis-Wirkungskurve. Und das erste Ding, was man sagen könnte, und so wird diese Studie dafür benutzt, um zu behaupten dann, dass wenn wir hier bei der höchsten Dosis anschauen, hier und da, ungefähr im Allgemeinen könnte man sowieso sagen, dass sie alle gleich sind. Ja? Wir haben da anabole Äquivalenz. Könnte man behaupten, wenn man nur also die höchste Dosis anschaut. Aber was wichtig ist, nicht jeder will 3000 Milligramm pro Woche ballern. Das ist nicht immer, was jemand machen will. Einige möchten ein bisschen weniger benutzen, was wir schon vorher erwähnt haben. Und wenn wir zum Beispiel, also Dosis-Wirkungskurve, wenn wir zum Beispiel Anadrol in diesem Fall 43 Milligramm am Tag, das ist hier dunkelgrün, das ist die Wirkung, das ist Wachstum von diesem Muskel, Bezug auf Körpergewicht, ja. Wir vergleichen diese Wirkung mit zum Beispiel die Wirkung hier vom Nandrolon. Hier haben wir einen Unterschied. Mehr als 50%. Ja? Das, würde ich sagen, ist merkwürdig. Das macht einen praktischen Unterschied aus. Hier sehen wir zum Beispiel, wir können hier Dianabol gegen Winstrol vergleichen. Hier sehen wir Dianabol bei 43 Milligramm am Tag versus in diesem Fall Winstrol. Da ist also 43 Milligramm ist so gut wie also 4-fach die Dosis. Oder 10-fach Dosis meine ich. Ja? Aber Dianabol wurde von Winstrol geschlagen.
in diesem Fall. Ganz klar. Bei dieser Dosis, interessanterweise. Und was da finde ich auch da, wo du gerade bist, eine fucking spannende Beobachtung ist, bei Injectable Dianabol, Injectable Winstrol, ich verdopple die Dosis von 43 auf 86 Milligramm pro Tag, aber habe einen leicht schlechteren Effekt. Und der Effekt wird erst wieder besser, wenn ich nochmal verdopple. Oder auch grundsätzlich die Dosisverhältnisse, ne? Also auch beim Testosteron ohne Ester oder auch beim NPP oder Nandrolon, dass halt die höhere Dosis in dem Sinne nicht auch immer die höhere Wirkung erzielt hat. Mhm. Ja. Ist ganz unterschiedlich, je nachdem. Ja, Nandrolon hätte hier sogar einen Point of Diminishing Returns. Wenn wir uns hier das Ganze angucken, es geht ja danach abwärts. Und das ist ja so bei einigen Steroiden so. Und beim Primo siehst du es auch, ne? Also dass die höchste Dosis nicht die höchste Wirkung erzielt hat. also es ist schon unglaublich spannend. Und das sind einfach, ich würde jetzt auch sagen, und ich glaube, das ist auch wieder hier ich finde das Wichtigste und Wertvollste, was hier gerade so bei rauskommt, ist eigentlich auch hauptsächlich das Schöne ist doch sowas sich anzugucken, darüber zu philosophieren, einen Gedankenaustausch zu haben. Das Schöne ist doch nicht jetzt hier rauszugehen und zu sagen, ich muss jetzt das und das Steroid in der und der Kombination, in der und der Menge nehmen, sondern einfach nur Food for Thought. Einfach nur mal nachdenken und wachsen. Darum geht es eben. Ja? Wir sind keine Ratten. Wir sind nicht unausgereifte Rachen. Ja? Aber hier sehen wir in dieser Spezie, dass es einen Unterschied ausmachen kann. Insbesondere, wenn wir genau die Dosis-Wirkungskurven anschauen. Interessanter, machen wir einen Vergleich hier zwischen Anadrol. Im Allgemeinen, es gibt eine Dosis-Wirkungskurve. Aber die Kurve und die Höhe der Kurve ist ganz anders als bei Nandrolon. Ja? Ich glaube, die meisten Ratten, wenn sie danach gefragt wären, würden behaupten, dass Nandrolon ihr Lieblingssteroid wäre. Ja, es funktioniert ganz gut. Also Test ist nicht am besten, Decke ist am besten für die Ratten. Das war NPP übrigens eigentlich. Denopropionat, interessanterweise. Ja. Und so habe ich diese Studie interpretiert. Das ist also eigentlich, und ich musste die Einzeldaten da aus einer Tabelle rausnehmen und mit Excel also ausrechnen und so weiter, um diese Figur zu machen. Aber ich glaube, es war die Mühe wert. Das verdeutlicht das sehr, 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 sehr gut. Ja, und vor allen Dingen auch die einzelnen Gruppen von Steroiden miteinander zu vergleichen. Also die 17-Alpha-Methylierten, wie jetzt zum Beispiel Dianabol und Winstrol, aber auch im Vergleich halt zu weniger lebertoxischen Steroiden, wie jetzt hier Primobolan oder Nandrolon sozusagen, auch einmal im direkten Verhältnis zu sehen. Also in den Wirkstoffklassen unter sich, aber auch im Vergleich sozusagen injizierbar. Gut, es waren jetzt alles injizierbare, aber ne, orale Steroide, die injizierbar gemacht wurden sozusagen, da auch nochmal die Wirkungskurven zu sehen. Also großartige Arbeit. Ja, danke sehr. Also ich habe gesehen, also guck mal bei Anadrol und Dianabol, insbesondere Dianabol, also 21 Milligramm am Tag, also eine Ratte, fast keine Wirkung, hat nichts gemacht. Ich habe das versteckt hier, aber da wenn man 3 Gramm Dianabol die Woche zu sich nehmen würde, dann hat man eine Wirkung. Aber ich muss jetzt nur rausspringen, leider. Also aber ich würde sagen, wir machen hier unbedingt nochmal eine Fortsetzung. Egal welches Thema. Also ich würde es euch mal zu Ende machen lassen. Tut mir leid, dass ich jetzt raus muss, aber es war mir eine fucking Riesenfreude. Danke für die Zeit. Macht's gut. Danke, ciao. Einen schönen Tag. Ja, tschüss. Okay. Ich glaube, das wäre es für diese. Ich glaube, ich habe 3 oder 4 Folien noch. Wir werden also ein bisschen, also die sind meistens Zusammenfassungen. Ja. Lass uns gerne weitergehen. Wir schauen mal, wie wir dann den Rahmen spannen können, auch so eine kleine Zusammenfassung noch zu liefern. Ja. Okay, gut. Also, was soll denn das Ganze? Und ich werde jetzt also ein bisschen in die Praxis gehen. Also im Voraus muss ich mal sagen, da gibt es keine Vorschläge, keine Verschreibung für jemanden, dass man sowas machen soll. Die sind nur Ideen, also wie der Fabio so schon gesagt hatte, also die sind zum Denken, zum Nachdenken. Ja? Jetzt schalten 50% aller Zuschauer ab, Scott, weil die Leute wollen immer genau. Okay, also tschüss. Sie wollen das noch an die. Sag mir die Zahl, sag mir den Tag, sag mir das Steroid. Ich will einfach nicht denken, ich will genau den Fahrplan haben. Ja. Was für ein Arschloch. Was soll ich benutzen? Okay, es ist wahrscheinlich, dass 3 Plus Steroide gleich Anabol äquivalent sind. Ja?
Ich weiß es nicht. Also, womöglich könnte irgendwelche Steroide anabol äquivalent für eine bestimmte Person sein? Ja, schon. Könnte mal sein. Für eine Person, aber 3, alle, das ist eine andere Frage. Das Gesetz des abnehmenden Erfolgs bedingt, dass Einblicke bezüglich unterschiedlicher Wirkungen schwieriger zu bekommen könnten. Ja? Was man bei der ersten Kur macht, könnte ganz anders auswirken, als was bei der 10. Kur passieren könnte. Wie sieht es aus mit den maximalen Dosierungen? Wenn hoch maximal dosiert, sind vielleicht mehrere Allersteroide äquivalent. Das haben wir vielleicht teilweise von der letzten Studie da gesehen, von Boris et al. Oder gibt es auch einen Deckeneffekt oder andere limitierte Faktoren, die den maximalen Anabolus begrenzen könnten? Schon, das haben wir schon mal besprochen. Also einige vertragen die Toxizität überhaupt nicht. Das könnte eigentlich die wichtigste Bremse sein in Bezug auf einen Anabolismus. Oder personenbezogen gibt es Nebenwirkungen, was ich schon gerade erwähnt habe, die begrenzen die Max-Dosis. Weil diese Toxizität wirken nicht nur auf die anabole Wirkung vielleicht, aber auch auf Appetit, Hunger, Trainingsbegeisterung, Erholung und so weiter. Alle Dinge, die da rein in die Suppe gehen, die anderen Zutaten der anabolischen Suppe sozusagen. Aber was man mit einer vernünftigeren oder niedrigeren Dosierung umgeht, ja, dann haben wir wohl Dosis-Wirkungskurven. Also das sehen wir in dieser letzten Studie. Die könnten mal vielleicht, je nach der Person, einen Unterschied ausmachen in Bezug auf die anabolische Wirkung. Es gibt individuelle Variationen, natürlicherweise, aber das passt zu den empirischen Anekdoten. Einige Bros, die bevorzugen einfach bestimmte Steroide gegenüber anderen. So ist es. Das ist schon lange gewusst. Ja? Und Stacking kompliziert die Geschichte, Pharmakokinetik, Dynamik. Es scheint möglicherweise, dass 2 plus Substanzen mit verschiedenen Wirkungsweisen, Mechanismen möglicherweise effektiver sein könnten als eine Gesamtdosis mit nur einer einzelnen Substanz. Das hängt von den Substanzen ab, von dem Individuum, von der Dosierung und so weiter. Aber wenn man und das ist ein schöner Ansatz, oftmals gesehen, also viele Leute haben das im Laufe der Jahre gemacht, dass man unter den Nebenwirkungsgrenzwerten bleibt, von den gestackten Steroiden. Also mit niedrigen Dosen oder keine oralen Steroiden. Also man vermeidet Bluthochdruck und so weiter. Dann könnte vielleicht ein Synergismus entstehen. Ja? Darum geht es bei Stacking. Deswegen, so glaube ich zumindest, ist diese Idee entstanden. Jemand hat das irgendwie herausgefunden, dass es einen Unterschied zwischen den verschiedenen Steroiden gibt und dass die Wirkung synergistisch wirken kann, wenn ich die richtig bei der richtigen Dosis verwende. Okay, gehen wir durch. Habe ich das schon gesagt? Ja. Es gibt orale Steroide, die eine stärkere Nebenwirkung haben können und auch zum Beispiel Testosteron vielleicht, je nachdem, die weniger Nebenwirkungen haben können. Ja? Die wären vielleicht äquivalent bei einer niedrigen Dosierung, aber nicht bei einer höheren Dosierung. Anavar versus Test. Das habe ich vorher erwähnt. Wir haben 80 Milligramm die Tag gehabt, also keine weitere Wirkung versus 40. Und Test wäre vielleicht besser bei 600 Milligramm die Woche als Anavar vielleicht für eine Person. Ist etwas vielleicht weniger effektiv mit weniger im Allgemeinen, aber auch mit weniger Nebenwirkungen. Vielleicht besser überall bei höheren Dosierungen. Das ist der Ruf von Primo zum Beispiel. Ja? Es gibt diese unterschiedlichen Nebenwirkungskurven. Ja? Wäre vielleicht eine Option für Stacking. Ja? So, also einige Beispiele. Hier haben wir quasi Anabolismus im Allgemeinen und Dosis auf der X-Achse. Da haben wir ein Beispiel von Anadrol. Also etwas, was eigentlich nicht so toxisch ist, nicht unbedingt. Aber Dianabol, sagen wir mal, was für eine Person höchst toxisch ist. Wir haben eine Dosis-Wirkungskurve, aber nach einem bestimmten Punkt ist das zu weit und dann kriegt man nicht davon raus.
Ja? Aber potenter und weniger Nebenwirkungen wäre vielleicht Testosteron. Ja? Wir haben eine andere Kurve, aber irgendwann geht das runter. Und dann haben wir etwas zum Beispiel wie Primo, also die Höchstwirkung ist, die Spitze der Kurve ist nicht so hoch, aber man könnte mehr davon benutzen, ohne die Nebenwirkungen zu haben, die dagegen wirken. Ja? Das ist kein Vorschlag. Ganz wichtig. Nur, Das wäre jetzt gekommen, das ist der Scott-Stack. Ja, genau. Schau mal, das ist in der nächsten Folie eigentlich. Also okay. Nur hypothetisch, ja? Nur zum Verständnis, glaube ich. Also das ist nur meine Meinung. Das ist auch schön, weil genau diese 3 Beispiele sich auch so schön unterscheiden, ne? So Testosteron, die Basis, wie wir es schon gesagt haben, gutes, ausgeglichenes Verhältnis. Dianabol extrem toxisch in dem Sinne für die Wirkung, die es bringt, und Primo halt genau andersrum, dass wir halt da sozusagen auf dem Papier jetzt erstmal sagen können, die niedrigste Toxizität im Vergleich zur Wirkung, die es bringt. Genau. Und dann haben wir mit Stacking diese Idee von Summierung oder Synergie, Toxizität und sekundäre Wirkung. Summieren die oder wirken sie gegeneinander? Zum Beispiel schlechter Leberstress könnte mal passieren, wenn man zu viel orale Steroide benutzen würde. Ja? Oder könnte man ein zweites Steroid benutzen, um östrogene Wirkungen dagegen zu wirken? Zum Beispiel Masteron oder Primo ist in der letzten Zeit oftmals verwendet zu diesem Zweck. Ja? Könnte sehr, sehr hilfreich sein, ein zweites Steroid hinzuzufügen. Dann haben wir auch möglicherweise mechanistische Synergie, Anabolismus auf mehreren Wegen über den Androgenrezeptor, Membran-Androgenrezeptor, Östrogenrezeptor und so weiter und so fort. Die Idee wäre niedrige Gesamtdosen, aber mehrere Signalwege, hast du gerade genau vorher erwähnt, wäre besser als höhere Dosen mit redundanten Signalwegen zu haben. Ja? Hier sehen wir, was wir vorher hatten. Und hier sehen wir dann dementsprechend einen Ansatz, wobei zuerst, sag mal, Testosteron in diesem Fall, aber bei einer geringen Dosis und dann dementsprechend etwas anderes. Und merk mal, ich gehe mal zurück, hier ist der Winkel der Kurve am höchsten, am Anfang. Also das muss nicht unbedingt der Fall sein, das haben wir in der Studie von Boas gesehen, aber man würde davon ausgehen, je weiter man hier geht mit der Dosis, haben wir nochmal dieses Gesetz des abnehmenden Erfolgs. Aber hier haben wir die beste Wirkung bei den niedrigen Dosieren. Moment mal, ich muss den Hut drauf lassen. Ja, das darfst du. Wirklich Wahnsinn, was Gott sich hier immer für eine Mühe macht, Leute. Wie gesagt, eure Kommentare helfen sehr. Danke zu sagen. Ja. Okay. Aber sag mal, wir benutzen Testosteron also nur ein bisschen davon, und stacken dazu Primo und die addieren in dieser Art und Weise. Es ist nur theoretisch. Wir wissen nicht genau, dass es so passieren würde. Ich habe einfach ein kleines bisschen der Wirkungskurve ausgeschnitten und da aufeinander gesetzt. Ja. Aber das ist die Idee zumindest. Und dann dementsprechend ein kleines bisschen, wenn man das machen möchte, was muss man nicht, von einem oralen Steroid. Und dann hat man eben, wir können einen Vergleich machen. Ja. Wir haben die 3 im Einzelnen, ja. Und hier haben wir hier ist unsere Wirkung auf dieser Ebene. Und wir würden vielleicht, also wenn wir nur Testosteron benutzen würden, so eine Dosis benutzen würden, um diese Wirkung zu erreichen. Aber wenn wir einen Stack benutzen, dann hätten wir vielleicht deutlich weniger Gesamtdosierung. Genau, so wäre es. Das ist die Idee. So einfach. Und nochmal, also es sind keine Vorschläge, einfach nur Szenarien, die möglicherweise passieren können. Es ist wichtig, das Prinzip zu verstehen. Genau. Genau, darum geht es eben. Und dann kann man für sich selbst entscheiden, wirkt das tun, muss ich das und das benutzen, aber würde ich lieber irgendwelche Toxizität vermeiden. Das ist eine ganz gute Idee, meiner Meinung nach. Ja, okay. Also abschließende Gedanken, Zusammenfassung. Diese Frage ist möglicherweise egal in der Praxis. Die erste Kur ist unvergleichbar vielleicht. Ja.
Folgekuren wirken auf jeweilige zukünftige Ergebnisse mit anderen Steroiden. Kann man eigentlich einen gültigen Vergleich machen? Das ist vielleicht fragwürdig. Ja? Man würde dementsprechend mehrere Tests machen müssen, also quasi mit einer Auswaschungsphase, wobei man eine ganz große Pause einlegen würde und dann Detraining erlauben würde, um dann wiederum von vorne anzufangen, um einen Vergleich zu machen. Da haben wir immer noch Muskelgedächtnis. Ja, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja. Oder vielleicht Zwillingsstudien zur Bestätigung. Also die sind auch schwierig zu machen. Man würde Zwillingspaare finden müssen, die das machen möchten. Sie wohnen überall, wäre sehr, sehr schwierig genug, Probanden finden zu können. In der echten Praxis, die meisten werden neue Substanzen ausprobieren, sich der persönlichen Obergrenze nähern, je nach Gesamtdosis. Ja, ich werde niemals mehr als 1 Gramm die Woche benutzen. Das ist für mich meine persönliche Obergrenze. Bereitschaft zum Gas zu geben, ja, Pushen von Training, Essen, Lebensstil und so weiter. Es gibt einige, die einfach so ehrgeizig sind, sie werden alles machen, was auch immer. Sie machen das schon, ja. Andere nicht, ja. Aber bei der Obergrenze gibt es limitierende Faktoren, oftmals körperliche Toleranz, Budget, Motivation. Es gibt diese äußeren Umstände, die eigentlich bestimmen, was man eigentlich am Ende des Tages machen wird. Ja. Also bei der mittleren Dosierung, Konsistenz, ich hoffe zumindest, das ist meine These, Konsistenz, Ernährung, Training, Lebensspiel spielen eine ganz größere Rolle im Laufe der Zeit. Ja? Und für viele, sie werden einfach bestimmte bevorzugte, aus verschiedenen Gründen relative wirksame ASG auswählen. Sie werden dazu neigen, bestimmte Steroide zu benutzen. Ja? Aus verschiedenen Gründen im Laufe der Zeit. Sie werden ihre bestimmte Auswahl haben und dann machen sie das wiederum. Aber für andere, es könnte mal sein, dass Synergie unter Steroide einfach nur minimale Bedeutung hat im Kontext der Gesamtdosis. Und das wäre eher, glaube ich, diejenigen, die sehr viel ballern wollen. Ja, und sie wechseln die verschiedenen Steroiden aus, aber bleiben meistens bei 3 Gramm die Woche. Und in diesem Kontext ist es vielleicht in Bezug auf Nebenwirkungen eine gute Idee, das zu tun und den Leberstress zu verringern oder was auch immer, dass sie für ein paar Monate gut schlafen können. Aber für die ist es vielleicht egal, ob, weil die Dosis so hoch ist. Die sind alle gleich. Die Frage für sie ist, die sind alle gleich, wenn man 3 Gramm ballert. Ja. Meiner Meinung nach spielt die Genetik die wichtige Rolle hier. In Bezug auf beide Wirkungen und Nebenwirkungen. Das ist keine Genehmigung, auf die Suche nach dem Heiligen Gral zu machen. Ja? Das heißt, ja, also je nach meiner Genetik, ich will nicht sagen, dass jemand deswegen mal aussuchen soll, eine bestimmte persönliche Substanz zu finden. Darum geht es eben. Was ich damit meine ist, der Unterschied. Wir haben eine sehr, schade, dass der Fabi nicht hier ist, aber es gibt eine sehr schöne Studie in Bezug auf Training. Sie haben die Probanden, sie haben das eine Bein mit einem Standardtraining trainiert und mit dem anderen haben sie viele Variablen variiert. Und wollten mal herausfinden, also was funktioniert am besten, welche von den verschiedenen Messungen haben die stärkste Vorhersagekraft in Bezug auf Muskelwachstum. Satellitzellen waren sehr wichtig, aber außerdem ging es meistens darum, wer du warst. Also was mit dem anderen Bein passiert ist, hat am besten vorhergesagt, was mit dem anderen Bein passiert. Ja? Das heißt, deine eigene Genetik bestimmt je nach, quasi egal wie du trainierst, wie gut das Training funktionieren wird im Allgemeinen. Das heißt, ob du ein Responder bist, bezogen auf Steroide, hängt von dir ab. Nicht unbedingt davon ab, welche Steroide du benutzt. Ja. Würde ich sagen, glaube ich, ja. Aber im Großen und Ganzen, also wir können mal sagen, dass alles über 250, 300 Milligramm die Woche, also oder Kombination davon, ich rede jetzt von Männern,
wenn gut toleriert, werden im Laufe der Zeit besser als natural abschneiden, besonders wenn man älter wird. Ja, ein bisschen was wird funktionieren. Also das ist also kein Vorschlag, aber davon können wir ausgehen, glaube ich, im Allgemeinen. Und das letzte Wort, ich werde meinen guten Freund John Meadows zitieren, der oftmals get the most from the least, also das meiste von den wenigen rausholen. Ich glaube, das ist vielleicht das Einzige, wenn jemand schon mal sich entschlossen hat, ich mache das Ding, ja, also nie zu tief reinspringen, dass man also direkt auf die höchste Dosis geht. Also wie bei Training, wie bei Ernährung, get the most from the least. Also benutze nur so viel wie möglich, um dein Ziel zu erreichen, um eine vernünftige Wirkung zu haben. Und das, glaube ich, ist im Allgemeinen bei Bodybuilding eine gute Regel, würde ich sagen. Und was ist es? Ja, danke fürs Zuschauen. Ja, ich zeige oftmals die Hunde. Ja. Das war gerade die Jessie, die rausgehen wollte. Ja, bitte. Kannst du noch mal eine Folie zurückgehen? Ich würde gerne die Gelegenheit noch mal nutzen, ein bisschen ins Praktische zu springen, weil das gibt, glaube ich, eine gute Gelegenheit, jetzt auch noch mal ein bisschen die Brücke zu schlagen. Klar, wir geben hier keine Anweisungen oder Rezeptvorschläge oder Protokolle, wie vorzugehen ist. Trotzdem ist es natürlich jetzt in der Praxis irgendwo wichtig zu wissen, wonach kann ich mich dann richten? Und da kann man jetzt sozusagen auch von uns beiden als erfahrenen Sportlern, die jetzt schon einige Jahre mit dabei sind, ganz klar sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe diese Beobachtung halt schon an sehr vielen Stellen gemacht. Letztendlich suchst nicht du dir deinen perfekten Stack aus, sondern der perfekte Stack sucht dich aus, weil die halt die individuelle Verträglichkeit haben. Es bringt dir gar nichts. Du kennst diese Gerüchte, dass man zum Beispiel sagt, Profi XY in den 90ern hat 30 Einheiten HGH am Tag genommen. Das ist ja schön und gut. Ja. Du kannst ja gerne mal probieren, 30 Einheiten HGH zu nehmen und guck mal, ob du es überlebst. Nicht, weil du jetzt morgen tot umfällst, sondern einfach nur, weil die Wassereinlagerung vielleicht oder dein Karpaltunnel so schlimm werden, dass du überhaupt das kannst du nicht länger als 3 Tage aushalten. Und deswegen ist es völlig egal, ob auf dem Papier diese 30 Einheiten HGH zum Beispiel den maximalen Anabolismus ausloten würden. Du kannst sie nicht tolerieren. Du kannst sie nicht anwenden. Auf der anderen Seite bist du vielleicht begünstigt und hast sehr, sehr wenig Leberstress. Ne? Dass du halt sozusagen orale Steroide über Zeit schlau eingesetzt für dich nutzen kannst, um so eine sehr starke anabole Komponente von Zeit zu Zeit hinzuzufügen, was andere wiederum nicht können. Und von dem her ist es vielmehr die Überlegung, man muss sicherlich, wenn man in den fortgeschrittenen Bereich eintritt und wenn wir jetzt nicht nur über THT Plus reden, sondern wirklich über Bereiche, wo es wirklich darum geht, zu maximieren und wirklich alle Pathways auch auszunutzen, miteinander zu kombinieren, dass man sozusagen nicht drum rumkommt, mal zu schauen, wie reagiert der Körper auf einzelne Komponenten aus den einzelnen Wirkstoffklassen, um dann zu schauen, wo ist denn mein Upper Limit? Wo reagiert mein Körper mit negativen Begleiterscheinungen? Bei mir zum Beispiel als Anekdote ist es, ich aromatisiere extrem stark. Also ich brauche selbst bei 250 Milligramm die Woche eine ganze Exemestan am Tag, um Östrogen zu deckeln. Ansonsten bin ich über dem Bereich drüber eine sehr starke Aromatase. Und diese starke Aromatase setzt mir zum Beispiel auch ein persönliches Limit, wie viel Testosteron ich überhaupt benutzen kann. Das heißt, auch da, wenn ich sagen wir mal, ich würde jetzt auf die Idee kommen, ich möchte jetzt 2000 Milligramm Testosteron die Woche nutzen, weil irgendjemand das gemacht hat und der hat damit tolle Erfolge gehabt. Das würde mir gar nichts bringen, weil ich, wie gesagt, wie lange halte ich das durch? Ja, durch die Nebenwirkungen. Du wärst ein Wasserballon, ja. Weißt du, was ich meine? Und mal abgesehen von den anderen Nebenwirkungen noch so. Und so ist es bei jedem einzelnen Steroid, wenn wir jetzt nur bei den Steroiden bleiben, das HGH sollte sozusagen nur verdeutlichen, in welche Richtung es gehen kann. Muss man sich halt immer vor Augen rufen, ihr findet euer Limit, wo ihr eine gute Wirkung erfahrt, wo ihr aber dementsprechend die Nebenwirkungen unter Kontrolle haltet, welche idealerweise mit Blutuntersuchungen auch begleitet werden, um dann zu schauen, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal 400 Milligramm Testosteron funktionieren bei mir, alles darüber wird so ein bisschen kritisch. Dann habe ich meine Testosteronbasis gesetzt und weiß damit, das funktioniert gut. Und jetzt kommt halt dieser Stacking-Gedanke hinzu, den du auch schon angesprochen hast. Jetzt gehen wir vielleicht in die 19-Uhr-Kategorie und sagen, okay, wir sind jetzt nicht in der Wettkampfvorbereitung, Trenbolon kommt nicht in Frage, wir nehmen aber zum Beispiel MPP dazu.
Jetzt ergibt sich halt auch wieder die Frage, wie viel MPT vertrage ich? Ja, wenn ich jetzt sage, ich treibe jetzt das MPP nach oben, weil ich weiß, ich aromatisiere stark und brauche eine zweite anabole Komponente, die nicht so stark aromatisiert, habe ich trotzdem nichts gewonnen, wenn das MPP zum Beispiel mir auf die Psyche schlägt, wie es bei vielen der Fall ist, ne? Dass sie so Anxiety-Geschichten kriegen oder vom Kopf einfach durchdrehen. Dass sie halt auch da wieder sagen, bis zu welcher Menge vertrage ich MPP? Dann sind das vielleicht 300 Milligramm. Ja, dann habe ich jetzt schon die Komposition aus 400 Milligramm vielleicht Testosteron, 300 Milligramm NPP. Und jetzt ist halt die große Frage, wie kann ich zum Beispiel noch den DHT-Pathway für mich nutzen? Ja, noch einen Droster mit reinzubringen, wenn ich das brauche, wenn meine Milligrammanzahl über die Woche überhaupt so hoch sein soll. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel merke, okay, wir haben keine östrogenbedingten Nebenwirkungen und so weiter, das fällt alles aus, aber DHT-Derivate schlagen sich bei den meisten Anwendern dann doch dementsprechend stark auf die Blutfette wieder. Ja, anders als bei anderen Steroiden, dass wir halt sagen, wir können uns auch das nicht erlauben, das ganze Jahr mit einem HDL von 10 rumzulaufen, weil wir jetzt auf die Idee kommen, wir nehmen jetzt 2000 Milligramm Drosta, so in dem Sinne, oder Primobolan. Ja. Und von dem her ist es auch hier dann irgendwann wieder der Gedanke, vielleicht vertrage ich 600 Milligramm Drosta, dass ich dann mir aus diesen einzelnen Komponenten, die ich jetzt gefunden habe, das zusammenfüge, was ich und mein Körper verträgt und dann auch langfristig durchführen kann, weil das ist letztendlich auch die Komponente. Muskulatur aufbauen funktioniert niemals in Tagen, sondern immer in Wochen oder Monaten. Und jeder Stack der Welt, der 4 Wochen funktioniert, bringt euch gar nichts, egal wie anabol er ist, weil du in 4 Wochen keine nennenswerte Muskulatur aufbaust. Deshalb da auch wieder sozusagen den Schritt zu gehen. Ich finde die Komponenten, die sich für mich vereinen lassen, von den Mechanismen her, und dann versuche ich das in einem möglichst gesunden Rahmen über lange Zeit zu machen, in einem moderaten Dosierungsbereich, statt in einem kurzen Zeitraum in sehr, sehr hohen Dosierungsbereichen. Wie sind deine Gedanken dazu? Das war sehr wunderschön gesagt. Also ich glaube, ich hoffe zumindest, alles, was ich vorher erklärt habe, hat Sinn ergeben, indem diejenigen, die immer noch dabei sind, die haben gerade gehört, was du gerade erklärt hast, und das hat richtig gut resoniert, ich glaube. Weil ich habe mal versucht, also den Hintergrund zu erklären, warum das so wäre, wie man quasi sein eigenes Rezept zusammenstellt. Du hast die Zutaten beschrieben, also Testosteron, Nandrolon und so weiter und so fort. Was sind die Nebenwirkungen von denen? Was sind meine Obergrenze? Was ist meine Obergrenze für jeden Stoff? Ja, und dadurch bekomme ich mein eigenes Rezept, für was ich als Bäcker backen will. Ja? Genau. Was gut für mich funktioniert. Und so ist es mit Stacken. Du hast es perfekt erklärt, würde ich sagen. Also danke dafür. Einfach nur, um den Leuten auch so ein bisschen was in die Hand zu geben, weil nicht alle haben so auch diesen Drang, sich in das Wissenschaftliche so einzufinden oder haben so eine Affinität dafür, dass sie das greifen können. Deswegen versuche ich hier nochmal so ein bisschen die Brücke zu schlagen, einfach das von der praktischen Seite aus zu beleuchten. Was soll ich denn jetzt machen? So in dem Sinne. Ne? Und da müssen wir halt auch ganz klar sagen, man wird nicht drum rumkommen, ein bisschen auszuprobieren, und auch kein Coach der Welt kann dir dieses Rezept geben. Er kann dich anleiten, große Fehler zu bewahren bei diesen Experimenten, dass man bestimmte Sachen gar nicht erst versucht. Aber ein gewisser Teil an Experimentierfreudigkeit muss schon irgendwo da sein, um genau dieses Geheimrezept zu finden. Ne? Mhm. Ja, also wir haben einen Freund von mir, wir haben die gleiche Heimatstadt eigentlich. Wir sind quasi, also der war ein bisschen älter als ich, wir sind zusammen aufgewachsen. Und der hat einen Bekannten gehabt aus Russland. Das ist schon, der Typ ist, glaube ich, 60 oder 70 Jahre alt jetzt. Aber der hat beschrieben, für ihn hat es, glaube ich, ungefähr 20 Jahre gedauert, bevor er eigentlich die persönliche Untersuchung durchgeführt hatte, um zu wissen, wie er bei jedem Steroid reagiert. Der wollte, ich bin mir nicht sicher, genau wie er es gemacht hat, er würde zum Beispiel, sag mal, Testosteron benutzen, wie du schon erwähnt hattest. Also zuerst 300 Milligramm, 2-3 Wochen, dann 300, oder 300, 400, 500 und dann 600 ist zu viel für ihn. Ja? Hat das bei 15 Steroide benutzt und dann hat er verschiedene Kombinationen von Steroiden ausprobiert, um zu sehen, wie gut sie zusammenpassen und ob er dementsprechend auch die Dosierungen verändern musste, dass er die Nebenwirkungen vermeiden könnte. Und er hat dadurch, also durch 2 Jahrzehnte, glaube ich, dann ein System für sich entwickelt. Ja, ich kann das und das zusammen, aber wenn ich die 2 zusammenbringe, dann muss ich das verändern. Und er wusste genau,
Und dann, der musste einfach nur in seinem Rezeptbuch nachschlagen. Ja, ich benutze das und das und das. Die kommen zusammen ganz gut. Und daraus kann ich so einen Kuchen machen. Und also daraus kann ich Spaghetti machen und daraus kann ich Brot backen oder was auch immer. Er hat also das alles für sich persönlich gemacht. Mit den richtigen Dosierungen für den richtigen Stoff in den richtigen Kombinationen. War sehr, sehr schön zu hören, wie er das alles für sich selber gemacht hat. Die meisten werden das nicht tun, aber das ist der Ansatz, glaube ich, im Allgemeinen, dass man sehr akribisch die Sache angeht, um herauszufinden, was für dich funktioniert. Und also das letzte Ding, oftmals, ich höre das immer noch, also ich lächle, aber es ist immer irgendwie, ich glaube, es hat irgendwas mit dem menschlichen Geist zu tun, glaube ich nicht. Aber die Frage ist, also was machen die Profis? Ja. Du hast es teilweise angesprochen. Was machen, als hätten die Profis irgendwie den Heiligen Gral gefunden, ein Geheimnis gefunden und die machen irgendwas, also ein Quantumsprung anders, irgendwas, also völlig anders, als was die anderen machen. Sie haben ein Geheimnis, also hinter der Kulisse machen sie was wir nicht wahrnehmen können. Und wenn ich nur dieses Geheimnis wissen könnte, dann würde ich ein Profi werden oder was auch immer. Und also das ist eine Fehlwahrnehmung, würde ich sagen. So funktioniert das eben nicht. Sie haben, wie ich schon hier gesagt habe, sie haben eine bessere Genetik. Sie mussten auch teilweise, vielleicht nicht unbedingt, aber ihren eigenen Weg finden müssen. Ja, aber sowas gibt es nicht, dass es einen Geheimnisansatz gibt, den man einfach nur finden muss. Man muss seinen eigenen Weg aber finden. Scott, du musst auch zugeben, mir ging es so und dir ging es wahrscheinlich auch so. Wir haben das am Anfang natürlich auch gedacht. Als wir selber noch nicht so viele Berührungspunkte haben und als wir dieses Wissen von heute noch nicht hatten, da dachten wir das natürlich auch und dachten, naja, erzähl mir nichts, du hast doch das Geheimnis am Start. Das Ding ist aber, wo ich euch jetzt auch diesen Einblick geben kann, wenn man irgendwann an den Punkt kommt, wo man, sage ich mal, 90% ausprobiert hat und alles schon mal irgendwie auch in verschiedenen Bereichen so experimentiert hat, wird man relativ schnell zu der Erkenntnis kommen, dass man merkt, das ist nicht das Geheimnis. Wir haben alle irgendwo die gleichen Ressourcen zur Verfügung. Ja, es ist ungefähr, es gibt nicht so viele Sachen, die man nutzen kann. Ja, das lässt sich irgendwie an 2 Händen abzählen, in dem Sinne, was eigentlich so wirklich in der Praxis wirklich genutzt wird. Und wenn man das einmal durch hat und dann immer noch nicht beim Olympia steht, dann wird man sich halt fragen, warum nicht? Was habe ich falsch gemacht? Ich habe doch jetzt genau das versucht herzustellen in dem Sinne. Und dann merkt man halt mal ganz knallhart, vorher ist das immer alles nur Theorie, aber wenn man dann selber an dem Punkt steht, realisiert man dann ganz stark, das ist es nicht. Das ist nicht dieser Schlüssel. Es ist natürlich wichtig, aber es ist nicht der Schlüssel, den man sich am Anfang immer vorstellt. Aber das Problem ist halt immer, das kannst du niemandem erzählen. Weil die Leute sagen dann immer, ach ja, du lügst so in dem Sinne, ne? Da muss es irgendwas geben. Irgendetwas gibt es dort. Und deswegen meinte ich halt, wir müssen auch beide genauso zugeben, dass wir es am Anfang auch dachten, nur dann halt mit den Jahren irgendwann die Realisation getroffen haben. Und egal mit welchem erfolgreichen Athleten du dich unterhältst, das ist bei dir genau das Gleiche. Du hast über die Jahre dich mit unzähligen Profis unterhalten. Niemand wird dich geschockt haben, dass er gesagt hat, er macht jetzt etwas komplett anderes als die anderen. Die machen, wenn du jetzt mal den Durchschnittswert nimmst von dem, was so Praxis ist, man kann eigentlich schon fast sagen, sie machen alle ungefähr das Gleiche. Ja. Einige weniger, als man denken würde eigentlich, aber auch noch, ja. Es ist eine menschliche Tendenz, so zu denken und das funktioniert immer noch in der Fitnessbranche. Wir sehen in den Werbungen zum Beispiel für Supplements und was auch immer. Ich verstehe das völlig. Aber man denkt, also ist im Unterbewusstsein, sieht man, also da kann ich, also Kreatin oder was HMB, was auch immer man verkaufen will, man sieht, es ist kein normaler Mensch da, es ist jemand, der richtig außerordentlich ausschaut. Ja? Und ich verknüpfe eine Verbindung mit seinem, wie er erscheint und wenn ich das Ding kaufe. Und sie machen es immer noch. Und ich denke mir, also ich habe mehrere Besprechungen gehabt. Ich denke mir, also der Typ, der benutzt dieses Supplement überhaupt nicht, hat es nie mal ausprobiert. Er ist einfach da für die Werbung. Aber die machen es immer noch, immer wieder, weil wir neigen dazu, immer irgendwie diese Glaube zu haben, wo wir es nicht wissen. Das ist völlig unbewusst, glaube ich, meistens. Ja.
Also Ja. Scott, abschließend die Frage, wirken alle Steroide gleich, Milligramm für Milligramm? Nein, kann man nicht so sagen. Wir haben Daten gesehen, es gibt Anzeichen, aber jetzt ist auch wieder die Frage, für wen, in welchen Dosierungsbereichen, über welche Zeit, mit welchen Rahmenbedingungen. Das heißt, so einfach die Frage zusammenzufassen, zu sagen, wirken alle Steroide gleich, können wir, denke ich, sagen, nein. In der Praxis ist es aber auch nicht die Frage, die wir stellen sollten. In der Praxis ist die Frage viel, viel eher diese, was sind die Steroide, die für mich den maximalen Nutzen bringen und in welchen Dosierungsbereichen? Und da bringt es dir gar nichts, ob die jetzt auf dem Papier gleich wirken oder nicht. Du kannst deswegen trotzdem bestimmte Sachen nicht machen, wenn dein Körper einfach nicht mitspielt. Von dem her ist es sozusagen, finde ich, die falsche Fragestellung, um überhaupt in diese Diskussion reinzugehen. Ja. Und ich habe bewusst die Frage so gestellt, um ein Thema zu haben, wo wir besprechen können. Ja, darum geht es eben, dass wir uns damit auseinandersetzen können, was wir gemacht haben. Das war quasi, das war ich habe das mit Absicht so vorgestellt, als wäre das eine echte Frage. Aber es war eigentlich keine echte Frage. Ja. Aber jetzt wissen wir das. Ja. Jetzt wissen wir es, genau. Es war super spannend, Scott. Ich danke dir vielmals für deine Mühe und vor allen Dingen auch wieder für die tolle Aufbereitung, uns das Ganze hier so zur Verfügung zu stellen. Wahnsinn. Ich habe auf jeden Fall wieder eine ganze Menge gelernt. Ich bin mir ziemlich sicher, die Zuschauer auch. Und in dem Sinne freue ich mich auf eine Fortsetzung. Wie gesagt, in jedem Themenbereich, in dem wir irgendwie nochmal Interesse finden. Wie gesagt, wir werden etwas finden, bin mir sicher. Absolut. Ich finde die Runde immer absolut bereichernd und ich denke, so geht es den anderen auch. Von dem her, lass uns da schauen, dass wir in der Zukunft auf jeden Fall noch mehr nachliefern. Ansonsten, alle Informationen zu dir, Scott, und vor allen Dingen auch zu deinem Buch, falls das die Leute noch nicht abgecheckt haben. Be Your Own Bodybuilding Coach. Das heißt, dass die Bibel, wie du lernst, dein eigener Coach zu sein, sozusagen, und alle richtigen Stellschrauben auch alleine bedienen zu können. Wirklich großartig, kann ich nur jedem empfehlen, habe ich schon vor Jahren gelesen und würde sagen, auch da hat sich jetzt von dem Standard der Literatur, die du an den Start gebracht hast, nicht wirklich viel geändert, sondern es ist immer noch auf dem höchsten Niveau und bietet halt einen sehr, sehr guten Leitfaden, da alles nochmal ins Verhältnis zu setzen. Findet ihr alles unten in der Beschreibung, verlinke ich euch gerne. Und ansonsten bleibt mir jetzt erstmal nur Danke zu sagen und mich zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal, Scott. Ja, ich danke dir auch. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.